Guten Abend. Heute ist wieder ein guter Tag, schon der zweite hintereinander. Ich weiß, es ist sehr politisch heute wieder. Es wird politisch, kann ich versprechen. Das, was alles passiert gerade, das ist für mich so geil. Dafür habe ich schon lange gebetet. Wirklich. Die Ampelregierung zerfällt. Trump, zweiter Tag, Präsident und zack, schon Ampelregierung, die korrupte. Zerfetzt sich gegenseitig, Schuldzuweisungen und so weiter. Und die wissen ganz genau, was ihnen jetzt blüht in ihrer Scheinwelt. Ja, Musik. Dear God, do you hear me? I could really use your help. I've been praying, but I'm feeling like I'm talking to myself. Swimming in the depths of hell, man, I feel like Michael Phelps. I'm ashamed to admit just lately how far that I fell. Make mistakes every day, but I'm only just a man. I could really use your help. God, please stretch your hand. I know you have a plan. Sometimes I don't understand. Still, I only put my faith in you, don't put my faith in man. Sometimes I feel like I'm not worthy of your blessings. I don't deserve your love. Satan got me second guessing. I'm falling for his deception. I know it's just you testing. I'm bottling these confessions, and lately I just been stressing. Talk to me, I could really use a sign. Feel like just a week ago everything was going so fine. I know you're walking with me, but lately I'm feeling blind. And I know it might not look like it, but lately I've been trying. I'm a sinner far from perfect. I don't feel worthless, but I feel far from worth it. People think I have it all together on the surface, but if you look closer, you will see it's all a working progress. I'm trying not to obsess material objects. Take a step forward, then I move back 5 steps. Dear God, I will never ever leave you. I'm sorry for all the times that I didn't believe you. Full of evil, still nothing changed, cause we still are your people. Want you to know I'm trying to change, and you know I feel ashamed, and A teenager and a Connecticut Marine were arrived just weeks ago in Iran. Oh, nächste Guys, that's Video. who's in control of America, the United States and Israel. Peace and blessings. Going to wait. People get notified to get in here before I give you. Oh, heiliger Mann. And I just want to say, I'm going to be totally unbiased in this video.
I'll give you guys the pros, the cons, what I think is to come into America, Bible prophecy. Some people think they could vote their way out of what's to come to America, aka Babylon. Some people are putting their hope and trust in a president, in a king, just like they did in biblical days, guys. And if you guys, read the Bible, what did God do when a nation was given over to sin, to rebellion, to witchcraft, sorcery, disobedience, idolatry? What did God do to that nation? He allowed a wicked ruler, aka a king, what we call today a president, to rule over the people. Now, I'm not here to tell you that Trump is good or evil, but I am here to tell you for sure, anyone who was elected, aka selected by the Jews, I don't want to be labeled anti, okay? Even though I am Semitic, make it make sense. But the Zion, oh man, I don't want to be, guys, I don't want to be banned for the 5th time. I don't want to be temporarily banned on YouTube for the 5th time. So I'm going to be speaking in code, all right? J.E., y'all know who I'm speaking of, right? They elected Donald Trump to be the next president. They elected. Er redet über die Jewish People, also über die Juden, die ja eigentlich in der Bibel als das Gottesvolk drinstehen und von ihm geschützt werden. Jesus war ja ein Jude. Und die wenigsten Juden, die wissen, dass das Jude war. Weil er ja nicht in ihrer Tora drin steht, sondern nur in der christlichen Neuen Testament sozusagen. Ja, jetzt hören wir mal an, was er sagt. Biden to be president in 2020. Obama, they run America. Benjamin Yahoo is the one who's really in charge of America. It's just puppets over puppets. Now, best believe Satan is a puppet too, but God is a puppet of them all. He's a puppet master, okay? And he allows everything that's happening, guys, it's all prophetic. Now, I see a lot of people, man, and don't get me wrong, if someone would have put a gun to my head, Trump all day over Camilla Harris, like, come on. But just in my opinion, putting my trust in Trump, putting my trust in a politician, putting my trust in a vote to change the world or make it a better place. This is why I tell people, vote for Jesus. Vote for God, man. That's the only one who's going to be able to change your life. Now, of course, it's to require works through your faith. You being obedient, you keeping his commandments, you being set apart, things of that sort, his requirements, and you're going to level up just from there. But all throughout the Bible, guys, people putting their trust in a politician, people putting their trust in man, never worked out well for them. So what makes me think that's going to be different now? What makes me think? Someone said Jesus is king. Yep, absolutely. Jesus wins, yes. And, a lot of people who watch my channel are pro-Trump, and it is what it is. It is what it is. Some people think I'm a Camilla Harris supporter because I just tell people the truth about these politicians. Guys, trust and believe. I did not want her to win. I study spiritual laws, and I understand what would take place if there was a woman being in charge, a man here being the ruler of this nation. It wouldn't end well, guys. But just understand this too with Trump. He's owned by the Zion. He's owned by the J-E. Spell the rest. W. That's the guys. That's who's in control of America, the United States and Israel. I hope you guys are awake. Anybody who has the spirit of truth in them is not going out to vote. I'm just keeping it real. They're not going out to vote. They're not putting their trust and faith and hope in a politician. They're not doing that, man. We can't. We're set apart from the world. And that's why they hate us. That's why the world does not love us. And we cool with that. We cool with that. All right. I expect hyperinflation to continue happening. A lot of people think when it speaks of the dollar collapse, you hear a lot of people talk about that. And I talk about that too. But what people are not talking about the dollar collapse, they think that the dollar bill is going to go to zero. It's not going to happen. Well, how the dollar is going to collapse, according to Bible prophecy, is that there's a Bible verse where it talks about a loaf of bread will be a day's worth of wages. Okay, so we'll still be using the dollar, but it's just not going to hold its value as it did 10, 20 years ago. If you look at, I made a short on this. I think it was called, I made it a couple weeks ago. I forgot what I titled the video, but
If you look at since 1920, the dollar bill has lost over 95% of its value. And I think that was up to 2021 or 2020. It has to be worse now. It has to be down like 98%. So every time you guys see Bitcoin going up higher, new all-time highs, which I predicted, told people to buy Bitcoin when it was $2,000. Bitcoin just hit a new all-time high today at 75K. Donald Trump told you, he told you that Bitcoin was a scam, crypto was a scam, and now he's promoting it. You see how these politicians, they always just flip-flop? And the reason why they flip-flop is because they want to have their own thought, but they can't because they're controlled by the Jew. That's who they're controlled by. Okay, J-E. I don't want to be labeled anti, even though I'm Semitic myself. Okay, gotta move in wisdom. All right, gotta be harmless as a dove and wise as a serpent, right? Just like the Bible says, Matthew chapter 10, verse 16. Someone said invest in Tesla. Yeah, you know, Tesla, Elon Musk, when I saw him promoting Trump, I was like, oh, Trump is probably gonna win now, because what is Elon Musk pushing? Elon Musk, an antichrist. Not saying that he is gonna be the antichrist, but there's definitely an antichrist spirit working through him. He wants to put a chip in your forehead. And he now wants you to live with robots to take care of your children, robots to feed you and buy groceries for you. I mean, that just to me sounds totally satanic. So fallen angels, you know, remember everything that these anti-God, where's this created from, guys? There's nothing new under the sun. You think there was robots? You think this is the first time that we've ever seen robots? No, this is nothing new. Everything already came from before us. It was probably someone who was the richest person in the world, just like Elon Musk is, even though he's not the richest in the world. The richest person in the world is Larry Fink, the one who's in control of BlackRock. But they're going to tell you Elon is the richest in the world because most people are going to love him even more, because people are idolaters. People love someone who has material possessions, who has money, because they're carnal individuals. That's why. So that's what Satan is pushing with Elon Musk, the richest man in the world. He's the smartest man. He's creating robots, you know, Tesla cars. And whoever said to buy Tesla stock, I'm sure Tesla stock will be trading over $1,000, will go up higher. Of course it is. You know, I personally, I'm more into crypto. So you do whatever you want to do with your money. But yeah, that's going to go up higher. Robots, Tesla cars, AI cars, that's going to be more pushed and more promoted. You see him pretty much being a simp. Oh, I don't know if I can say that. He was pretty much simping for Trump, bro. I'm just gonna call it how it is. He was simping for Trump. You know, it's all for money. And well, I was like, wait, we know that Elon Musk isn't a Christian. He doesn't believe in Jesus. So why is Trump hanging out with a guy like him? If Trump calls himself a Christian and he says Jesus is king, this is why, guys, just because you see people say Jesus is king, which is true, you still have to test someone's spirit, because anybody could say it. Even the Bible says that even the devils believe in Jesus. Even the devils believe in God. It talks about that in the book of James. So just because you hear people saying that, you know, that's good and all, but you still got to dive in deeper and test someone's spirit. If someone's promoting a chip to go into your forehead, which to me sounds like the mark of the beast. I don't want no parts, friendships, anything. Clearly there's a spirit using him to push that on people. All right? Facts, brother. I don't trust Trump at all. Yeah, definitely don't. It's just a lesser of two evils. Remember, guys. Remember, you have to know this, bro. The United States and Israel. The president in Israel, he's the one in control of America. Biden, you know, even though Biden technically is still president now, what happened to him? It feels like Biden, that guy, he's been removed. That guy has been removed, man. Biden is not in control of America. Benjamin Netanyahu, I don't know how to say his last name, Israel. He's the one in control. He calls the shots. You know, the Bible makes it clear that the sin of God is Satan. Someone leave that Bible verse. It's in Revelation chapter 2, verse 9. I want to read it out loud so people know this. Obviously, I'm not home right now, so I don't have my Bible on me. But if someone could leave that Bible verse, I want to read it out loud on stream, so nobody can be without an excuse. And everybody will know this. So everybody will know this. Some people are still, you know, questioning, Mark, you know, you really don't believe in Trump. You really don't believe that he's going to make America great again. Listen, folks, America's done. It's finished. Babylon, there's no one that's going to save America, man. The clock has already ran out. You know, now, like I said, spiritual laws, Trump being a masculine, you know, man. So that means you're going to see more masculine man rising up. But that's what is that gonna do? You know,
it's not going to be much change in terms of spirituality, you know, but there is going to be more masculine men. I love to see that. I did not want to see Camilla Harris, a woman, dude. No, man. You know, so I'm gonna leave that Bible verse though. There you go. So Daisy, shout out to Daisy. She's been on this channel for a long time. So this is, let me read this Bible verse so you guys know. Behold, I will make those the synagogue of Satan who say they are Jews and not, but lie. And I will make them come down and bow before your feet, and they will learn that I have loved you. Okay? So who's calling themselves Jews today, guys? Who's doing that? God says the synagogue of Satan. Who's running the world today? Logical thinking. So let me get this straight, guys. Let me get this straight, man. Like the video. We know that they control the food. We know that they control the weather. They control the air. You look up, you see chemtrails. Probably you can see one right now. It's probably dark. It's kind of dark right here, so you can't see none. They control everything, right? But they don't control who's going to be the next president. I mean, dude, I see so much so-called truth speakers and so-called, you know, pastors. They're not speaking like this. They're not waking you up. They're not. Das ist auch, ja, der Zweifel ist immer da, so ein bisschen. Ne? Ich glaube sehr stark, dass Gott jetzt einen Change für diese Menschen macht, die es verdient haben, in Freiheit zu leben und nicht versklavt werden von den Dämonen und Satan und seine Parteien. Er hat das jetzt lange genug geduldet und jetzt stellt er die gewissen Puppets da auf, also diese ganzen anderen, anders denkenden Volksvertreter, sage ich mal, die dann diesen Change einläuten werden. Für das bete ich auch schon die ganze Zeit. Und ich hoffe so sehr, und das fängt jetzt schon mal sehr, sehr gut an, dass diese ganzen korrupten Regierungen jetzt alle praktisch zittern und zerbrechen und diese ganzen Kriegstreibereien und so, dass die jetzt ein Ende finden und die ganze, ja, das Geldsystem, der Dollarsystem, das ganze Bullshit da, Westeuropa, die ganze Mulder, das ganze faschistische Rechtssystem, dass das zerbricht. Das kann nur einer machen. Das kann Gott machen. Er sagt, ja, er glaubt jetzt nicht, dass die da jetzt kommen und so, die spielen Champions und alles Mögliche, die machen uns kaputt. Wie kann es sein, dass da so einer jetzt zum Präsidenten wird? Ja, er ist ein Prediger und er glaubt selber nicht ans Gute, aber gut, ich will jetzt noch weiter an. Not doing that because it's not popular. What I'm saying, everything I'm saying is going against the grain. It's going against what the belief system is in America, aka Babylon, aka the Matrix. Now the whole world is the Matrix, but I mean, don't put your trust in the president, guys. Like I said, I hope, you know, I hope things don't, you know, I hope Elon Musk doesn't put a chip in people's foreheads, and I'm not gonna take it. I mean, they could literally, you know, KIL me before I get that type of stuff, but it's more of my family, my friends, my loved ones who may be deceived, who maybe have not been awakened yet, that take that type of stuff. And why? Guys, this is why, even though when you give your life to Jesus, right, and you get the Holy Spirit, you start, you know, people start feeling some type of way. The demons and people start being aggravated by your spirit, the Holy Spirit that's in you. You may feel alone. You may feel, you know, some type of isolation, but the blessing in that is that you can no longer be deceived. You're not going to get a chip in your forehead. Remember, Trump called himself the Godfather. If you guys know what I'm doing, you guys know what I'm trying to say. I don't want to be banned for the 5th time. YouTube, I'm abiding by the guidelines. YouTube, I am abiding by the guidelines, guys. I'm being more wiser, being more smart, even though I really wanted to say it. If I was on Rumble, if I was on my Patreon, I would just say it. That V word, Trump called himself the Godfather of that. And I was surprised too, because I was watching the interview, or sorry, it wasn't the interview. It was a speech, one of his rallies that he did back in 2020. And he was pretty much promoting it. And the sheep in the crowd were actually booing him. I was like, wow, finally. The sheep actually are using their thought. They're using their brain. They were actually booing Trump. So good for them. You know, and I understand, guys, people, they want to look, they want someone they could put their trust in,
their faith in, that's going to better humanity, that's going to be the right person to make the world better. But what people have to understand that this is Satan's world. Evil is always going to be disguised good, and good will be disguised as evil. Okay, so even though we want to see people going with their intentions and make the world a better place, it's just not going to happen. Bible prophecy will prevail no matter who's in charge. And if you ask me, looking at the world we live in today, I see a nation, I see a land, I see a people from all nations who, I'm not going to say everybody, obviously, but most people who are given over to sin, given over to wickedness, lawlessness, given over to rebellion, witchcraft, sorcery, right? And what did the Bible show us when people were given over to those things? God allowed a wicked ruler to rule over them, and it wasn't pleasant. And like I said, honestly, bro, I didn't vote. I already knew that they already selected who they were going to select, so your vote didn't really matter. They want to give you the illusion that you have a choice of power, that you have a way to change the world by your vote. It's all BS, folks. I know I'm going against the grain. I'm not saying what your pastor is saying. I'm not saying what your favorite content creator is saying. I get it. So you don't like me, you disagree with me. That's cool. That's cool. But I have to speak the truth. I have to. Okay. Trump not going to save you. Trump not going to make Babylon great again. It's over, guys. It is over. It is done. Nobody's here to change things up. You have to save yourself. You have to save your family. You need to have Jesus as your head. You need to have God in your life. That's how the change is going to happen from within. You can't control what the world is doing. Jesus made it clear, his word makes it clear that the world is going to hate you because you have him in you. You're abiding by his teachings. You're keeping God's law, statutes, and commandments, so the world's going to feel some type of way. And even, it's not even just people of the so-called world, right? You're going to have pastors. You're going to have other Christians, other Hebrew Israelites, okay? Other people who professing Bible verses, calling themselves this and that, okay? They're going to be your biggest enemy, them. And they're the worst ones, those religious spirits, those elders. Okay? They're the worst. They're the worst, bro. I'm telling you, man. The people you would never expect, they're actually the worst ones. There's a Bible verse, which, I would say this is probably one of my favorite Bible verses of them all. It says that God chooses the fools to confound the wise. So God uses the people you will never expect. The people you religious spirits don't like, he's going to use them. The people y'all religious spirits, y'all religious people don't like, he's going to use them to teach, to lead, to show people the way. And those religious spirits, those little Pharisees and scribes who think that they're so close to the Lord, they could give you 200 Bible scriptures, they're actually the furthest. This world is so deceptive, guys. It's so deceptive. So have the Holy Spirit lead you. Yes, you're going to have snakes in your life who's going to turn against you. You would never expect it. You're going to have friends and family turn against you, but hey, this is the narrow path. This is what you signed up for. This is what you signed up for. Be excited. Woo! I'm excited. Woo! I'm excited, bro. I'm excited because I know that the way is narrow. Literally, this is how the way is, guys. It's very narrow. And the broad path, look how wide this is. Or the path to hell. So many people are going to go this way, and not many people are going to go this way, guys. Not many people are going to go this way, and many people don't want to go this way. Why? Because it's going to come with losing friends. Machen wir jetzt mal kurz Pause. Muss ich mal kurz.
Nix. Nix ist da los. Foto. Was haben die jetzt gezielt? Hm? Hm. Dieses scheiß Sound, Alter. Nee, man springt da nicht hoch. Du Spacko, Alter. Das ist viel zu einfach. Ah. Hört sich an, als ob da so ein fucking Zombie neben mir steht, Alter. Hm.
Campen die Motherfucker. Was machen wir? Was machen wir? Hä? Habe ich nicht getroffen, oder was? Ja, wo ist denn der Kack? Oh Jesus, Maria. Das Ding kannst du gut aus der Hocke auch bedienen, ey. Leck mich am Arsch. Ist nur Dreifachsum, Alter. Was geht?
Nothing. Es ist totenstill, Alter. Das ist nicht. Mhm. Alter, wohin geht denn der mit so einer Scheiße? Okay. Ah, you see this? M62 hat 100 Taser oder was? M62 Tracer. Oh, noch ein Schuss. Mhm. Oh, Jesus. Den treffe ich ja niemals da hinten. Der Gurkenwaffe. Möchte nicht hinlegen oder was?
Springen geht auch nicht mehr. Und das ist so. Ja, sehr gut.
Wo ist der hingerannt? Bildungswechsel nicht. So, wo noch umgekommen. Ins Haus oder was? Totenstille auf den Maps. Keine Vogelzwitschern, gar nichts. Nur so scheiß Zombie-Kacke. Total unentspannt. Wo wäre das? Achso, das war der eine. Am Haus.
Oh, das Spiel. Oh. Nichts ist langweilig. So. Ein paar Bitcoin jetzt hier. So, hier. Ja. Main Menü. Ah, 62 Euro. Warum kann ich die nicht herstellen?
Mhm. Ist wieder normal geworden, oder was? Egal. Immer die ganze Zeit das Telefon. Family, losing material things, losing things that you gain in Satan's world, you're going to lose it all. So people are going to go this way, the easy way, the life of sin, the life of pleasure, the life of no purpose, the life of just following the hurts, the slaughter. People are going to go this way, bro. They're not going to want to choose this way. They're not going to want to choose the way, the life, and the truth. Jesus, they're not going to choose this way. And remember, the Bible says, if the blind lead the blind, all fall into a ditch. So everybody who's on this path, right? Everybody who's on this path, all gonna fall into a ditch. Those people who are putting their trust in Trump, Kamala Harris, Biden, Obama, whatever puppet, on this way, guys, on this way. And those people who are putting their trust and hope and faith in Jesus Christ are on this way and are abiding by his words, are keeping his commandments, are not being warm, are not being religious spirits, on this way, on this path. But we all know what it comes with, denying ourselves and picking up our cross. So people are going to choose this way, the easy way, the lit way. Everything that's lit in this world today, guys, is all linked to sin. Y'all notice that? Everything that's cool and popular is always on the path of this way, on the wide gate that leads to hell. So choose who you're gonna serve, guys. I'm gonna go over here, bro. I don't know about y'all, man. I don't know about y'all. I don't know about my family. I don't know about my friends. I don't know about my wife. I don't know about my children. Okay, but I'm gonna go this way, bro. I'm gonna go this way, straight up. And that's how it's gotta be. That's how it's gotta be, man. Someone said only God could save. LOL. It's over. Uh, Someone says I'm not speaking truth. Hey, if I'm not speaking truth, bye. You could go. Go listen to your pastor who's telling you Trump is gonna lead the way. Who Trump is gonna make America great again. Go listen to him. Why are you here? Go away. Go away, man. I know that. I already know this message is not popular. I get it, and I'm cool with that. But I gotta speak the truth. Got to. The Pharisees, bro, yeah, man. I mean, they always watching me. I don't know why. Go away. Go away. The monitoring spirits. I'm gonna make another video on monitoring spirits because they're out here and they're watching. They're watching. They're watching everything you do. They're watching your every step. They don't like you. They hate you, but they always watching. What? That's weird, bro. That's weird. What type of demonic, satanic, evil spirit is that? For someone to not like you, but they always watching you. They watching your every move. And these are people, guys. These are people who call themselves righteous people. These are people who call themselves godly people, man. Mark, are you an Adventist? Hi there. No, I'm not. I'm not. I don't follow. I mean, I already have hundreds of videos, guys. I'm not subscribed to any religion. I'm not subscribed to Christianity. I'm not subscribed to being a Hebrew Israelite. Now, I'm a Hebrew. That's my nationality. I'm an Israelite. But I'm not subscribed to these groups, these camps, these sheeps. They always got to be a part of something. They always got to be a part of a group. I'm not part of no group, bro. I roll by myself. Just like a lion goes, he hunts by himself. I don't need to be a part of any groups. Now, some people will get confused because the spirit of truth, maybe they haven't got it yet, which is all good. We're on this journey together. Christianity, pagan religion. Jesus never told anybody to follow Christianity. He never told anybody to follow a religion. He said to follow him. He said to deny yourself and pick up your cross and follow him. So I understand the religious spirits, they may not know this. They may get offended because their pastor's not teaching you this. Your pastor wants you to follow religion so he can fill up his pockets. Hello. They know, guys, you don't think your pastor, you don't think these religious high people, whatever, right? You don't think they don't know about these pagan holidays, Christmas, Easter, Halloween, all these other, right? But they continue celebrating. Now, some of them may not celebrate Halloween, but they still celebrate Easter, still celebrate Christmas,
even though it has nothing to do with the Bible, but it fills up their pockets. That's when everybody goes to church on Easter Sunday. Ja, Mann, das ist tatsächlich Fact, ne? Hat fast nichts, also es hat nichts mit den biblischen Geschichten zu tun. Guys, do your research. All paganism, nothing to do with the Most High, nothing to do with the Bible, but they're going to celebrate the traditions of man to fill up their pockets. That's what they're going to do, bro. And hey, do whatever that. I already exposed it. I already spoke on it. They could do whatever they want because it's you, the people, who continue supporting that foolishness. You keep going to you keep going. You know, God has sent people your way to warn you about paganism, to warn you about certain lifestyles, certain sins, but you're just gonna just ignore them and go to someone who tickles your ears. And didn't the Bible say people would do that? Didn't the Bible say that? That God will send people over to a strong delusion because they love not the truth? So if you don't love the truth, what are you going to love? You're gonna love the lies. You're gonna love Satan because Jesus is the truth. And if you love lies, Satan is a father of lies. So you're gonna love Satan unknowingly, or maybe some people know. Maybe some people already know. I don't know. Okay. How other people choose to live their lives, that's on them. I'm worried about my own salvation. Not worried about what the next man is doing, the next woman is doing. You know, of course, unless it's my wife or my children. But besides that, live however you want to live. You know, I already plant the seed, thousands of people, millions, about to be a billion in a couple of years, God willing. So the blood won't be on my hands. You know, some people, guys, they're ashamed of their faith. They're ashamed of Jesus. They're ashamed to share the message with their friends and family because, like I said, it's not popular. And many people are on the broad, wide gate. So they're not going to tell their friends and their family, even though if you plant the seed in a family member and a friend or your relationship partner, right? That might even make them get on the narrow path. That might make them give their life to Christ and repent of their sins. But you didn't want to put yourself in a position where you could be hated. You didn't want to put yourself in a position where you may be isolated. You may lose people. Remember, every time you lose things in this world, God, you get more into the kingdom. Spiritual loss. Spiritual laws, man. Just like a spiritual law, right? When you give to the poor, God gives you 10 times back. He gives back to you. When you lend to the poor, you're lending to the Lord. There's a Bible verse in Proverbs that speak about that. All right, so that's a spiritual law. When you hide your hand when someone who's poor needs help, all right, you receive a curse. You'll receive a curse. All right. I mean, I could keep going, guys. I could keep going, bro. I mean, study to show yourself approved, folks. Someone said it's the demons in them. Yeah. I'm gonna make a video, guys. Monitoring spirits, bro. They're watching, man. They're watching. They're watching with envy, with spite. Remember, the Bible says the wicked watch the righteous and seek to slay him. So the monitoring spirits, they're watching. They got their eyes on you. They watching. They're watching with hate, with spite, with jealousy and envy. Click the like button. If you rock with me, if you love your brother in Christ, hit the like button. It's free to do that. Will those monitoring spirits do that? Of course not. They're gonna be watching though. They're gonna watch from start to finish, but they can't even hit the like button. I want to walk alone, set apart. Yep. What's up, Bizarre? She said, hi, Mark, cut alive. That's what's up. People saying vote Trump. Trump is already in office, so we don't even vote Trump. It's over, guys. He's already in. Unless it's like some flip-flop, the mainstream media tells us last minute, Trump laws, Camilla's in, you know, we can't really trust. So that's why I waited before I did this video, because I didn't want them last minute to be like, oh no, Trump actually lost. The votes, we had to recount the votes or something like that. It doesn't matter though. They're all serve JE .W, which people call the cabal, which people call deep state. But it's funny because all that it is just Satan. How come people who say deep state and the cabal just say what it is, Satan? Just say that. Give people the spiritual solution. Because just saying the cabal and deep state, you know, a lot of people who hear that, they'll be like, you know, what is that? So I'm gonna tell you what it is. It's Satan, Satan's army, the kingdom of darkness. The kingdom of darkness, folks. And the great dragon, Revelation chapter 12, verse 19 or verse 9, and the great dragon was cast out, that old serpent called the devil and Satan, which deceived the whole world. He was cast out into the earth, and his angels were cast out with him. Yep. Fallen angels are casted out into the world. Who's pushing the chip in the forehead? Is it Elon Musk or is it spirit behind him pushing that? You know, with the
with the war. I really want to talk more about it, but I just want to let you guys know Trump promoted that. Let's not forget. You could be MAGA all day, that's cool. But Trump called himself the godfather of that. Millions of people perished by taking it. We got to hold these people accountable. I don't trust none of these politicians. Donald Trump told you Bitcoin was a scam. Bitcoin just hit a new all-time high. Now he's promoting it? Like, dude, shook out a lot of people off generational wealth, but that's what happens when you put your trust in a politician. You put your trust in someone who's serving your enemy. Your enemies, bro. That's who he serves. That's who, if Kamala Harris got in, that's who she serves. If the next president, that's who they serve. But like I said, God allows this to happen for Bible prophecy. I'm so glad God set me apart. I'm so glad out of the billions of people on this earth, and some of you guys can relate to this too, that God chose us to be out of this so we could see the deception. We could see the lies. We could see what's really going on spiritually, physically and spiritually, so we could see it. It's like God took out the veils out of our eyes so we could see the matrix for what it is. And it's not pretty. When you first open your eyes, man, dude, it's actually, you may even cry, bro. You may even cry. Seeing how lost your friends and family are, seeing how deceived people are. But, as you, continue walking, you just, get used to it. It is what it is. It is what it is, man. Double tap that screen. Don't just talk. Yeah, yep. Appreciate you. But yeah, I'm expecting more hyperinflation. I'm expecting more of that. I mean, guys, when you look at the stock market, when you look at real estate, when you look at crypto hitting new all-time highs, I start to worry, because when Bitcoin's $1 million, a loaf of bread may even be $100, may even be $10. So this is all part of the plan. This is all part of the wealth transfer. The rich get richer, and those who don't know anything about financial freedom, they're gonna, suffer. Now, it's important to inherit wisdom. Inherit wisdom while you're still breathing, so you know the solutions that you could come up with to fight against the evil, to fight against what people say cabal, which is just Satan. That's what it is, guys. Spiritual warfare. Anyways, guys, I'm freezing cold. I'm freezing cold right now. I'm about to end this. Let me read the chat real quick. Total gang stalking, hyperinflation coming. Oh no, it's already here. Hyperinflation's already here. Look up the price of eggs have been up over 50%, milk over 40% with the last 2 years. Real estate sky high. Everything is more higher. So the dollar won't be like what people are saying going to zero. It's just gonna, where we're not gonna use it no more. It's just gonna be where it's gonna be unvaluable, as in you have to spend more dollars to get what you need. So that's what the collapse is gonna be. And then they're gonna come up with a solution, even though they caused the problem, and they're gonna come up with a solution, and that solution is gonna be tied to the mark of the beast, a digital currency. We have to have what Elon wants you to in your forehead, or I believe the Bible says your right hand too. So that's what's gonna happen. I was just at the store. You could scan with your hands to pay. Like, dude, my eyes are open, bro. I'm like, wait, that's not right. I mean, some people will see that and be like, oh, technology is advancing, and as much technology is, it serves its purpose, it has some good to it, but it all ties to the fallen angels. We're just who created this type of stuff? Was it? Nah, man, fallen angels created this stuff, man. Ain't nothing new under the sun. What we see now, guys, was already here before us. Nothing is new. A solution, CBDC, digital, yeah. I made videos about that in CBDC, digital currency. And you had people saying World War III. I want to talk about this real quick. I'm glad it just came to my mind right now. A lot of people are saying World War III. But when I was saying it 5 years ago, it was a conspiracy theorist mocking and scoffing. So whenever the sheep are saying, oh, World War III is coming, when they actually wake up, now they want to listen to CNN, they didn't want to listen to us. Us people with the Holy Spirit, with the Spirit of truth, who God's using, they didn't want to listen to us, but they'll listen to CNN, mainstream media, or lamestream media. They're going to listen to them. Now they're going to say World War III. So the fact that everybody is preparing for World War III, it's not going to happen. Just like how people were saying there's going to be a civil war breakout during the election, nothing happened. So whenever the sheep are saying things are going to happen, oh, this is going to happen, it's not going to happen. Whenever they forget, whenever they're living in La La Land, then that's when the collapse is going to happen. That's when civil war is going to break out. That's when the grid is going down. They're going to want you to be comfortable. They're going to want people to forget about everything before that comes to place. All the sheep saying something's going to happen, guys, it's not going to happen. When everybody was saying civil war is going to break out, I was like, dude, everybody's saying it, so it's not going to happen. Okay? Crazy how Elon has a likable personality. I wouldn't blame people if they think he's the Antichrist. Yeah, he has a very likable personality. I will say that. Yeah, he does. He definitely does.
But hey, that's how Satan's gonna come. He's gonna come disguised as the angel of light, someone who's likable, someone who you think you could chill with and stuff like that, be friends with, but nah. The church needs to repent. Yeah. Thanks, Mark. Glad to see you live. Glad to see you in here, man. Jeremiah chapter 17, verse 5 says, "Thus said the Lord, cursed be the man that trusts in man and make his flesh arm, whose heart depart from the Lord." Yeah, man. Everybody who's putting their trust in Trump, I'm just trying to warn you guys, it's not going to end well, spiritual laws. But hey, do what you got to do. If you feel like he's here to make America great again, make Babylon great again, even though we know what's coming to Babylon. We know what's coming to Babylon, guys. We know. The Baal worship. I mean, you had so bunch of women lining up voting for Kamala Harris just because she's pro-abortion. I mean, you guys are pro babies being deleted before they even have a chance. That's what y'all support? And people calling themselves Christians. I mean, that's crazy, man. But Babylon's gonna fall regardless who's in. JEW. They run the world. They choose. They select. They don't elect. They select who's gonna be the next president because that's who they serve. The cabal, deep state, which is just Satan. I love you guys so much. If you guys made this far, like, share, subscribe. I'm freezing cold right now. I'm out. Peace. I got burgers about to come down my nose, guys. I'm cold. I'm cold, guys. I don't want to catch a cold. Oh my Gott, Alter, sorry. So, heute geht's Die mit Ampel Nachrichten. ist zu Ende und die FDP wurde rausgeschmissen. Und genau deswegen wird heute Abend im Bundestag die Brandmauer gegen die AfD endgültig explodieren. Weil jetzt muss sich die FDP nämlich nicht mehr an die Vorgaben der Grünen und der SPD halten und kann für den Antrag der CDU für die Begrenzung der Zuwanderung stimmen. Und damit haben CDU plus AfD und FDP die Mehrheit und die Brandmauer ist dann zu Ende. Endlich! Schauen wir uns diese tollen Nachrichten mal im Detail an. Los geht's! Diese Woche geht es wirklich Schlag auf Schlag. Trump hat die Wahl gewonnen, die Ampel ist gestern explodiert und in wenigen Stunden werden wir auch noch das offizielle Ende der Brandmauer gegen die AfD auf Bundesebene sehen. Wie geil ist das denn? Aber erstmal kurz 2, 3 Sätze zur Vorgeschichte, sodass ihr komplett versteht, was uns heute Abend erwartet und was genau passieren wird. Weil die CDU hat nämlich einen Antrag im Bundestag zur Begrenzung der Zuwanderung eingereicht und die AfD will auf jeden Fall zustimmen. Allerdings reichen die Stimmen von CDU und AfD nicht. Und deswegen gestern wurde der Antrag im Innenausschuss des Bundestags besprochen und bereits abgelehnt. Er hätte also keine Mehrheit. Zumindest war das der Stand gestern Vormittag. Auf der Webseite des Bundestages steht Gesetze zur Begrenzung des illegalen Zustroms von Drittstaatenangehörigen nach Deutschland. Zuströmungsgesetz. Initiative von Fraktionen CDU, CSU. Zustimmungsbedürftigkeit ja laut Gesetzesentwurf. Und am 6.11.2024, also gestern Vormittag, BT Drucksache 2013-648, Beschlussempfehlung und Bericht Ausschuss für Inneres und Heimat. Und wenn man dann mal auf die Beschlussempfehlung des Innenausschusses klickt, dann steht dort Folgendes. Beschlussempfehlung und Bericht des Ausschusses für Inneres und Heimat, ja, Drucksache 2013-46, und darunter kommen dann noch zwei Anträge zum Thema Zuwanderung und Sicherheit. Und wenn man ganz nach unten scrollt, dann steht dort Lösung für Buchstabe A, Ablehnung des Gesetzesentwurfs zur Drucksache 2012-804 mit den Stimmen der Fraktion SPD, Bündnis 90 Die Grünen und FDP sowie den Linken gegen die Stimmen von CDU, AfD und BSW. Und die anderen beiden Anträge wurden im Innenausschuss auch abgelehnt. Also, mit der Entscheidung des Innenausschusses von gestern Vormittag wurden diese wichtigen Anträge der Ampel abgelehnt, respektive es wurde empfohlen, heute diese Anträge im Bundestag abzulehnen. Aber diese Empfehlungen im Innenausschuss haben, wie gesagt, gestern Vormittag stattgefunden, also bevor die Ampel in die Luft geflogen ist. Ne? Und jetzt ist die Ampel ja wieder zu Ende, die ist zusammengekracht
Und deswegen kann die FDP jetzt frei abstimmen und muss sich nicht mehr an den linksgrünen Schwachsinn halten. Die sind also nicht mehr an die Beschlussempfehlung des Innenausschusses von gestern gebunden. Und ich meine, die AfD-Politikerin Beatrice Geisteskrank, hat Alter. bereits gestern auf Twitter geschrieben, das kann morgen krachen. Die AfD wird den Unionsantrag zur Begrenzung des illegalen Zustroms von Drittangehörigen zustimmen. Da werden wir sehen, ob die FDP nur aus Ampeldisziplin den Ampel getragen hat oder aus Überzeugung. Das Gesetz geht durch, wenn die FDP steht. Boah, also das ist wirklich krass. Die FDP kann bereits heute, also einen Tag nach dem Ampel aus, zeigen, ob sie eine reine Laberpartei ist oder ob sie es wirklich ernst meint. Weil schauen wir uns mal die Sitze im Bundestag an. Aktuell haben wir 733 Sitze im Bundestag, die Hälfte davon ist 366,5. Es braucht also 367 Stimmen für eine Mehrheit. Die CDU hat 196 Stimmen und die AfD hat 76 Stimmen. Zusammen sind das 276 Stimmen. Es fehlen also 91 Stimmen für die Mehrheit. Und wer hat 91 Stimmen? Ganz genau die FDP. Wenn also die FDP für dieses Gesetz stimmt, dann geht das Gesetz durch und dann ist die Brandmauer gegen die AfD offiziell auf Bundesebene gefallen. Und ja, wir wissen alle, der FDP-Verkehrsminister Wissing ist ja gestern nach dem Ampel aus der FDP ausgetreten und er bleibt Verkehrsminister. Also fehlt der FDP eine Stimme. Allerdings hat das BSW ja auch angekündigt, dafür zu stimmen und die Fraktionslosen, die ja zum großen Teil aus der AfD ist, die werden ebenfalls für den Antrag stimmen. Bisher wäre das vollkommen egal gewesen, weil man nicht genug Stimmen zusammengekriegt hätte, aber jetzt mit den Stimmen der FDP geht der Antrag durch. Und das ist wirklich richtig, richtig geil. Und ich bin mir auch sehr sicher, dass die FDP jetzt dafür stimmen wird, weil in der Vergangenheit hat sie ja bereits mächtig Druck auf die Ampel und vor allen Dingen auf die Grünen wegen Verschärfung der Zuwanderung. Was viele nicht verstehen, das ist keine Demokratie. Ne? Demokratie heißt, wenn das Volk entscheidet. Und wir tun hier nur irgendwelche Volksvertreterparteien wählen, die wiederum ihren Vorstand da wählen oder ihren Parteivorstand und so weiter und Parteichef und so. Und die wiederum sind dann im Bundestag. Was die einzelnen Typen oder Frauen oder was auch immer da diverse da abstimmen, das ist ein auserwähltes Gremium von den ganzen Lobbyisten. Ne? Deswegen ist das ja auch alles hier so korrupt. Das wurde zwar damals so installiert, dass das nicht so schnell möglich ist, dieses ganze Ding zu unterwandern und zu korrumpieren. Aber es ist im Grunde ja scheißegal. Man sieht ja jetzt AfD, Linke und andere, die stimmen jetzt irgendwas zu, was die SPD vorgeschlagen hat. Also sprich, andere Parteien aus anderen, andersdenkende Politiker tun über einen Vorschlag abstimmen, der gar nicht von ihnen ist. Aber die wollen das auch haben. Ne? Sichere Grenzen und so weiter, ja. Gut, das ist jetzt mal kein geisteskranker Vorschlag von diesen Gesetzentwürfen. Aber Demokratie heißt, wenn ich gefragt werde, ob ich das möchte, der Bürger, der, wo das alles, den ganzen Klimbims bezahlt, das ist dann Demokratie. Das heißt, das Volk wird befragt und das Volk entscheidet über jede einzelne Entscheidung. Das ist, wenn jetzt so ein Männchen da was ist nicht scheißegal, aus welcher Partei der ist, sich da irgendwas ausdenkt, ja, wir müssen jetzt da so, Wirtschaftsminister, wir müssen jetzt das und das machen, damit die Steuerentlastung so geht und dann können wir das hier fördern und Subventionen an die und bla und blub. Für das sind die Politiker da, um irgendwelche Vorschläge zu machen, dass es der Wirtschaft besser geht oder den Bürger besser geht, dass die
Qualität im Land sich steigert. Und dafür ist ein Politiker da. Das sind normal die Elite der Eliten, müssten da reingewählt werden von uns und nicht von irgendwelchen Lobbyistenparteien. Und es wäre im Grunde auch scheißegal, aus welcher Partei, die Grün, Rot, Blau, ist scheißegal. Da müssten Leute einfach rein, die aus ihrem Bereich Experten und Superexperten sind. Also richtige Dudes, die hier jahrzehntelang in ihrem Beruf erfolgreich sind, die dürften da überhaupt rein. In diesen ganzen Klimbims. Der Gesundheitsminister, das sollte kein so ein scheiß Crack-Junkie sein vom Bahnhof, sondern das sollte ein richtiger Typ sein, der Arzt ist, der studiert hat, der weiß, von was der redet, der sogar fabriziert hat, Arzt und. Ne? Nicht nur von irgendwelchen scheiß Pharma-Lobbyisten in den Arsch gefickt wird die ganze Zeit, ne? In dem Sinne, mit Geld versorgt. Und das ist das große Ding. Überall in jedem Land sind da Experten an der Macht oder die, wo dann Vorschläge machen für das Volk. Und im Endeffekt gibt es nirgends eine richtige Demokratie. Es wird immer von den Parteien und so weiter, wird es abgestimmt im Gremium, im Reichstag sozusagen bei uns Deutschen, wird dann von den Lobbyisten, die da drin hocken, das abgestimmt. Und meistens sind diese Gesetze für die Reichen gemacht und für die Konzerne, also die, wo das Land steuern. Und das kann es halt irgendwo nicht mehr sein, dass wir die ganze Zeit ausgebeutet werden und das eigentliche Macht muss vom Volk ausgehen. Ja? Und darüber redet gar keiner. Wir reden die ganze Zeit nur AfD und die Rechtsradikalen. Das ganze System ist rechtsradikal. Das ist gegen Menschenrechte, das ist gegen uns, das ist gegen die Bürger. Komplett. Das ist keine Demokratie, das ist eine verkappte Monarchie. Und Monarchen haben wir auf der ganzen Welt verteilt. Und der Oberchef ist von den ganzen Monarchen hier der Papst. Und der ist der Oberfaschist. Und der dient den Teufel, Alter. Das ist auch nur sein Lakai. Weil die wurde auch schon korrumpiert. Die mächtigste Gesellschaftsorganisation, die hier auf dem Planeten die Macht an sich gerissen hat. Geld regiert die Welt, so ist es einfach. Und wenn wir uns dagegen nicht wehren und sagen, ja, jetzt machen wir mal wirklich Völkerrecht sozusagen und tun diese ganzen Volksverräter einfach mal auch zur Rechenschaft ziehen, weil es wird keiner zur Rechenschaft gezogen. Die ballern unser Geld raus, bereichern sich an unser Geld, sind korrupt ohne Ende. Und die werden nicht mal, da rollen gar keine Köpfe, Alter. Da muss richtig Todesstrafe her, Guillotine, Tschak, schuldig, ja, nein, abstimmen, ja, buff, Guillotine, los, nächste. Und die ganze Scheiße kann man gleich an die Schweine verfüttern und ihre Kinder geben dann, diese ganzen Schweinepriester. Alter, ich reg mich noch auf in diesem Drecksfaschistenpack, Alter, ich sag's dir. Gemacht. Die Tagesschau schrieb Anfang Oktober, 9-Punkte-Papier, FDP macht Druck auf Grüne wegen Zuwanderungspolitik. Oder vor einer Woche schrieb die Bild, FDP diskutiert Zuwanderungsrevolution, Bienenwaben soll Zuwanderungsproblem lösen. Oder auch der Klassiker, FDP will abgelehnten Zuwanderung nur noch Bett, Seife und Brot Minimum zahlen. Ihr seht also, die FDP hat sich immer und immer wieder aktiv für die Verschärfung der Zuwanderung eingesetzt und jetzt ist die Zeit gekommen, ihre moralische Integrität unter Beweis zu stellen. Sollte die FDP also heute dem Antrag zustimmen, dann haben wir offiziell das Ende der Brandmauer und eine echte Revolution. Sollten sie dagegen stimmen, dann kann sie die FDP wirklich endgültig in die Tonne treten. Und das Krasse ist, selbst CDU-Chef Friedrich Merz muss sich jetzt eingestellen, dass er selber die Brandmauer gegen die AfD einreißt. Weil selbst wenn das jetzt hier erstmal nur eine kleine Abstimmung ist, so kommt ja da richtig gut. Merz ist auch nur ein scheiß Lakai von BlackRock.
Das sind die reichsten Motherfucker von der ganzen Erde. Recherchiert mal BlackRock, wer das ist. Die besitzen schon die halbe Welt mit ihrem Geld. Und Merz ist einer der Zöglinge von diesen ganzen Arschfickern da. Große Dammbruch dann im Januar oder sogar früher, weil die ganze CDU, angeführt von Friedrich Merz und Markus Söder, die fordern ja sofort Neuwahlen. Die wollen nicht erst im Januar, so wie Scholz das will, Neuwahlen und Vertrauensfrage, sondern sofort. Aber für die Neuwahlen muss Kanzler Olaf Scholz erstmal die Vertrauensfrage im Bundestag stellen und mit einer Ja, sorry, ich bin echt gerade super aggro, Alter, wenn es um Politik geht. Und wenn ich das wieder die ganze Zeit vorgetischt bekomme, was da in Deutschland abgeht, Alter, da wird es mir erstmal schlecht und dann rege ich mich auf und dann muss ich den ganzen Scheiß sagen, Alter. Sonst explodiere ich. Ohne Spaß. Das muss raus. Und ich hoffe, ohne Witz, ich bete jetzt nicht, dass die geköpft werden, aber dass die zur Rechenschaft gezogen werden, die ganzen Motherfucker zur Rechenschaft auf der ganzen Welt, diese ganzen korrupten Wichser, die da ihre Spielchen gespielt haben mit uns, die müssen zur Rechenschaft gezogen werden. 100%. Weil sonst wird der Nächste kommen und weitermachen. Und hahaha, es passiert mir ja nichts. Es muss genauso wie wenn ich als kleines Kind in den Laden gegangen bin und ein Auto geklaut habe und die mich erwischt haben, ja, da bin ich nochmal gut davon gekommen. Aber das ist ja Volksverrat. Die tun hier Existenzen killen, die killen Leute sozusagen, ganze Familien. Da gibt es bestimmt Väter, die gesagt haben, ich kann nicht mehr und haben die ganze Familie umgebracht und sich dann selber auch noch das Leben genommen. Das gibt es bestimmt in Deutschland, 100%. Und das haben die zu verantworten. Es sind Mörder, das sind Volksverräter und Mörder. Volksmörder sind es. Und das ist keine einfache, also das muss eine große Strafe sein. Wenn nicht lebenslänglich, das Mindeste ist. Mehrheit. Egal, ich reg mich jetzt so auf, Alter, dass ich aufs Klo muss, Alter. Muss ich scheißen. So regt es mich auf, Alter. Erstmal kacken gehen, Junge. Und diese Mehrheit gibt es ja nur mit der AfD. Ohne die AfD-Stimmen reichen das nicht. Und Friedrich Merz weiß ganz genau, dass er die Ampel und Olaf Scholz nur mit den Stimmen der AfD beenden kann. Das weiß er und das macht er auch. Und wenn dann die CDU mit solch einer wichtigen Abstimmung bewusst mit der AfD abstimmt, dann ist das endgültig das Aus der Brandmauer auch auf Bundesebene. Und dann passiert genau das, was Friedrich Merz nie wollte. Friedrich Merz wollte ja auf keinen Fall der Chef sein, der CDU-Chef sein, unter dem die Brandmauer gegen die AfD fällt. Aber genau das passiert jetzt und das wird mega geil. Das eröffnet nämlich sowohl die Zusammenarbeit der CDU und der AfD auf Bundesebene, aber auch auf Landesebene. Weil gestern sind ja zum Beispiel die Koalitionsgespräche der Bromberg-Koalition in Sachsen komplett gescheitert und deswegen wird es jetzt in Sachsen eine AfD plus CDU-Regierung geben. Bereits vorgestern haben sich ja CDU-Ministerpräsident Kretschmer und AfD-Chef Jörg Orban zu Gesprächen getroffen. Und aus internen Kreisen habe ich bereits gehört, dass es zwar keine offizielle CDU- und AfD-Regierung geben wird, aber eine inoffizielle Schattenregierung von CDU und AfD. Die CDU will dann nämlich alleine regieren und mit Abstimmungen immer auf die AfD zugreifen. Also eine inoffizielle Regierung der AfD. Allerdings sind ja seit gestern Abend die Karten komplett neu gemischt nach dem Ampel-Aus, ja? Und nachdem die Brandmauer heute auch im Bundestag fallen wird, kann es sogar sein, dass die CDU jetzt in Sachsen sogar offiziell mit der AfD zusammengeht. Also richtig, richtig geil. Was sagt ihr jetzt zu der heutigen Abstimmung von CDU plus AfD und FDP und damit am Ende der Brandmauer im Bundestag? Schreibt mir gerne eure Meinung dazu in die Kommentare unter dem Video. Hallo, herzlich willkommen zu einem neuen Video aus der Halle 77. Heute geht es weiter an dem BMW E30 von Levella, wo der Julian
im letzten Video den ganzen Motor bereits überholt hat, eingestellt hat, alles Mögliche gemacht hat. Und wir haben euch ja versprochen, bei dem Einbau natürlich mitzunehmen, wo da die nächsten Probleme auftauchen können. Kupplung und so ein Zeug machst du alles erst dran, wenn der Motor drin hängt. Ne? Du fängst jetzt direkt an mit dem Motoreinbau. Genau, Ne? ich hänge das Ding jetzt genauso wie es da ist, direkt in die Karosserie. Der hing ja recht schnell drin, der Motor. Ne? Das ging echt gut. Das ist das Schöne an BMW Vierzylinder. Die sind kompakt und man hat viel Platz. Zack, hängt schon in seinen Haltern der Motor. Getriebe, ich weiß nicht, ob ihr es seht, ist auch schon angeflanscht. Zündspule ist schon verbaut, Wischwasserbehälter ist schon wieder verbaut. Kabelstrang. Ach ja, der sitzt hier hinter, ne? Genau. Der Motor an sich sieht schon sehr sauber aus. Ich finde, das sieht schon sehr, sehr gut aus. Sieht wichtig aus, ne? Ja, sieht sehr wichtig aus. Jetzt haben wir das nächste Problem gerade schon besprochen, was wir ja auch befürchtet haben. Dieses Kit ist ja eigentlich für den E36 gedacht, ne? Richtig, genau. Es gibt den gleichen Motor im E36 und ursprünglich, also wenn man den Gerüchten glauben möchte, ich habe mich natürlich da ja vorher ein bisschen vorbereitet, ein bisschen eingelesen in diese ganze Geschichte, denn ich sage jetzt mal, die Einbauanleitung ist jetzt halt auch nicht wie im Bilderbuch. Du musst schon ein bisschen wissen, was du da tust, ne? Sonst wirst du da Probleme haben. Bei meinen Recherchen bin ich dann eben darauf gestoßen, dass dieses Kit ursprünglich für den E36 entwickelt worden ist. So. Und laut den Gerüchten wäre das Problem hier beim E30, dass die Airbox nicht hier drauf passt in Kombination mit dem Unterdruckverstärker. Der soll angeblich zu groß sein und deswegen müsste man entweder einen kleineren fahren, aus Polo haben sie glaube ich geschrieben, oder man müsste den versetzen um ein paar Zentimeter. Ich finde jetzt beides irgendwie nicht geil, wenn es so wäre, muss ich ehrlich gestehen, weil ein kleinerer ist sowieso eigentlich eher immer kontraproduktiv. Auf jeden Fall. Und da dann rumzueiern mit neuen Löchern bohren und so, weil du musst ja die komplette Pedalerie, musst ja alles versetzen. Und das werden wir auch auf keinen Fall machen. Nee. So, dann gibt es Möglichkeit 2. Holst du uns vielleicht mal einmal den Kasten? Dadurch, dass es natürlich für den E36 ist, das ist ein Argument, wo ich natürlich sage, doof. Was ich machen würde, ich würde niemals was am Auto umbohren, sondern dieser Sammelkasten, wo wir das Problem haben, drehen wir um, würde ja hier hinten irgendwo sein. Hier ist ja schon eine Ausbuchtung. Richtig, wir können das ja mal dran halten. Hier müsste normalerweise eigentlich der Leerlaufsteller drauf, aber wie man es vielleicht auch sieht, durch diese ganze Kabelbaumgeschichte muss sich das alles ein bisschen umbauen, sodass das auch ein bisschen, ja, zum einen Optik und zum anderen aber auch Funktion hat. Sonst wäre das alles ein bisschen lieblos da reingeworfen und das wollte ich eben nicht. Deswegen muss ich mir, falls wir doch diese Airbox fahren sollten, mir da noch was ausdenken. Aber wir können das jetzt einfach mal da drauf stecken. Ja. Es passt, ja. Aber der Motor, der arbeitet ja, wenn er ja, aber guck mal, jetzt sehe ich gerade, ich habe es ein bisschen hoch gemacht, aber wir brauchen nicht sprechen, das ist nicht viel Platz, da geht. Der Motor arbeitet ja auch ein bisschen beim Kraftaufbau und ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass das immer wieder hier drauf schlägt. Was wir vielleicht noch machen könnten, ist, um das zu holen, weil ich sehe gerade, hier ist er wirklich nicht ganz drauf, wo jetzt die Schelle vor. Ah ja, tatsächlich. Die ein bisschen kürzen, ne? Meinst du? Guck mal, aufholen. Oh, jetzt ist ein gutes Stück gekommen. Zentimeter ungefähr haben wir Das jetzt. ist okay. Also da sage ich dir, da ist jetzt hier Das deutlicher. könnte klappen, ja. Nein, also da sage ich, der Bilas, das ist in Ordnung. Es kann natürlich sein, ne? Ich meine, diese Beiträge, die waren natürlich ein bisschen älter. Ne? Also die waren Vielleicht schon mal ein gestern. Update gekommen. Genau, vielleicht haben die das ja auch schon bemerkt bei Debilas und haben dann dementsprechend reagiert. Das kann natürlich auch sein. Weil es passt auf jeden Fall. So, wenn wir jetzt die Motorlager, der Motor bewegt sich natürlich so ganz leicht, aber ein Zenti, ja, zur Not bearbeitest du, also wenn ich was bearbeiten würde, wäre es dieses Teil. Da würde ich das auch nur schweißen lassen würden oder. Auch wenn natürlich dann wieder der eine oder andere sagen würde, ja, das ist ja strömungsgünstig berechnen, bla bla bla, aber ich würde es auch so machen, ganz ehrlich. Aber strömungsgünstig, sage ich euch. Ne, also Dann die weg den Kollegen mit Trichter an. Das haben wir ja bei unserem Golf gesehen. richtig. Und ich vermute auch, da das nachher eine Alpha-N-Programmierung sein wird, dass das eh wegfliegt. Also natürlich für einen TÜV-Baum wird das drauf, wenn wir den Wagen im Straßenverkehr aber für den Sound werden wir Trichter bekommen müssen für das
ganze Kit. Aber davon sind wir erstmal noch ein bisschen entfernt. Obwohl, so weit ist es auch nicht mehr. Das ging jetzt schneller, als ich dachte hier, das ganze Prinzip. Aber es schaut optisch jetzt schon mal schöner aus. Ich glaube, dass man hier dann quasi die Verbindung mit dem originalen Luftfilterkasten fährt. Der liegt übrigens da. Kann man tun, ja. Ich hoffe, dass dieses Zeug hier rausfliegt, wobei das gar nicht so schlecht ist. Also diese Einspritzanlage, oder ich hoffe, ist das eine LE-Jetronik oder eine L? Also so genau kenne ich mich jetzt in jeder Einspritzanlage auch nicht aus. Aber das ist mit einer Massenklappe. Also er misst, wie viel Luftmasse er da macht. Luftmenge, glaube ich, ne? Es gibt ja noch diese, Jedes Mal vertue ich mich. Menge ist Klappe. Masse ist Draht. Genau, ich vertue mich jedes Mal und grundsätzlich werden wir immer verbessert. Aber wie gesagt, beides hat irgendwie seine Berechtigung. Es gibt ja dann auch noch diesen wie nennt sich das? Eher irgendwas von Debilas da. Es sieht aus wie zwei Bügeleisen. Menge ist Klappe. Masse ist Draht. Genau, ich vertue mich jedes Mal und grundsätzlich werden wir immer verbessert. Aber wie gesagt, beides hat irgendwie seine Berechtigung. Es gibt ja wie nennt sich das? Eher irgendwas von Debilas da. Es sieht aus wie zwei Bügeleisen aneinander geschweißt. Fürchterlich. Also das habe ich auch gesehen. Der sitzt dann ungefähr hier. Das finde ich nicht schön. Ich auch. Der E30, ja. Für mich zu klein. Mein Ziel wäre es auf jeden Fall, das offen zu fahren. Aber wie gesagt, noch vom Starten sind wir noch weit weg. Wir müssen uns da mit dem Steuergerät halt noch beschäftigen. Das gefällt mir gut hier, das Gas. Sorry, ich muss jetzt immer neu starten. Ich weiß nicht, was da los ist. Zu einem neuen Video aus der Halle 77. Heute geht es weiter an den Fächer. WE30 von Levella, wo der Julian im letzten Video den ganzen Motor bereits überholt hat, eingestellt hat, alles Mögliche gemacht hat. Und wir haben euch ja versprochen, bei dem Einbau natürlich mitzunehmen, wo da die nächsten Probleme auftauchen können. Kupplung und so ein Zeug machst du alles erst dran, wenn der Motor drin hängt. Ne? Du fängst jetzt direkt an mit dem Motoreinbau. Genau, Ne? ich hänge das Ding jetzt genauso wie es da ist, direkt in die Karosserie. Der hing ja recht schnell drin, der Motor. Ne? Das ging echt gut. Das ist das Schöne an BMW Vierzylinder. Die sind kompakt und man hat viel Platz. Zack, hängt schon in seinen Haltern der Motor. Getriebe, ich weiß nicht, ob ihr es seht, ist auch schon angeflanscht. Zündspule ist schon verbaut. Wischwasserbehälter ist schon wieder verbaut. Kabelstrang. Ach ja, der sitzt hier hinter, ne? Genau. Der Motor an sich sieht schon sehr sauber aus. Ich finde, das sieht schon sehr, sehr gut aus. Sieht wichtig aus, ne? Ja, sieht sehr wichtig aus. Jetzt haben wir das nächste Problem gerade schon besprochen, was wir ja auch befürchtet haben. Dieses Kit ist ja eigentlich für den E36 gedacht, ne? Richtig, genau. Es gibt den gleichen Motor im E36 und ursprünglich, also wenn man den Gerüchten glauben möchte, ich habe mich natürlich da ja vorher ein bisschen vorbereitet, ein bisschen eingelesen in diese ganze Geschichte, denn ich sage jetzt mal, die Einbauanleitung ist jetzt halt auch nicht wie im Bilderbuch. Du musst schon ein bisschen wissen, was du da tust, ne? Sonst wirst du da Probleme haben. Bei meinen Recherchen bin ich dann eben darauf gestoßen, dass dieses Kit ursprünglich für den E36 entwickelt worden ist. So. Und laut den Gerüchten wäre das Problem hier beim E30, dass die Airbox nicht hier drauf passt in Kombination mit dem Unterdruckverstärker. Der soll angeblich zu groß sein und deswegen müsste man entweder einen kleineren fahren, aus Polo haben sie glaube ich geschrieben, oder man müsste den versetzen um ein paar Zentimeter. Ich finde jetzt beides irgendwie nicht geil, wenn es so wäre, muss ich ehrlich gestehen, weil ein kleinerer ist sowieso eigentlich eher immer kontraproduktiv. Auf jeden Fall. Und da dann rumzueiern mit neuen Löchern bohren und so, weil du musst ja die komplette Pedalerie, musst ja alles versetzen. Und das werden wir auch auf keinen Fall machen. Nee. So, dann gibt es Möglichkeit 2. Holst du uns vielleicht mal einmal den Kasten? Dadurch, dass es natürlich für den E36 ist, das ist ein Argument, wo ich natürlich sage, doof. Was ich machen würde, ich würde niemals was am Auto umbohren, sondern dieser Sammelkasten, wo wir das Problem haben, drehen wir um, würde ja hier hinten irgendwo sein. Hier ist ja schon eine Ausbuchtung. Richtig. Wir können das ja mal dran halten. Hier müsste normalerweise eigentlich der Leerlaufsteller drauf, aber wie man es vielleicht auch sieht, durch diese ganze Kabelbaumgeschichte muss sich das alles ein bisschen umbauen, sodass das auch ein bisschen, ja, zum einen Optik und zum anderen aber auch Funktion hat. Sonst wäre das alles ein bisschen lieblos da reingeworfen und das wollte ich eben nicht. Deswegen muss ich mir, falls wir doch diese Airbox fahren sollten, mir da noch was ausdenken. Aber wir können das jetzt einfach mal da drauf stecken. Ja. Es passt, ja. Aber der Motor, der arbeitet ja, wenn er. Ja, aber guck mal, jetzt sehe ich gerade, ich habe es ein bisschen hoch gemacht, aber wir brauchen nicht sprechen, das ist nicht viel Platz, da geht
Der Motor arbeitet ja auch ein bisschen beim Kraftaufbau und ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass das immer wieder hier drauf schlägt. Was wir vielleicht noch machen könnten ist, um was rauszuholen, ich sehe gerade, hier ist er wirklich nicht ganz drauf. Guck mal, hier ist die Schelle vor. Ah ja, tatsächlich. Die ein bisschen kürzen, ne? Meinst du? Guck mal, Obwohl, jetzt, doch. Oh, jetzt ist es ein gutes Stück gekommen. Das ist ein Zentimeter ungefähr, haben wir jetzt. Das ist okay. Da sag ich dir, da ist jetzt hier was Das deutlicher. könnte klappen, ja. Nein, da sage ich, der Bilas, das ist in Ordnung. Es kann natürlich sein, ne? Ich meine, diese Beiträge, die waren natürlich ein bisschen älter. Ne? Also die waren Vielleicht schon mal ein gestern. Update gekommen. Genau, vielleicht haben die das ja auch schon bemerkt bei Debilas und haben dann dementsprechend reagiert. Das kann natürlich auch sein. Weil es passt auf jeden Fall. So, wenn wir jetzt die Motorlager, der Motor bewegt sich natürlich so ganz leicht, aber ein Zenti sollte. Ja, zur Not bearbeitest du, also wenn ich was bearbeiten würde, wäre es dieses Teil. Ich auch. Dann würde ich auch da was Alu schweißen lassen würden oder. Auch wenn natürlich wieder der eine oder andere sagen würde, ja, das ist ja strömungsgünstig berechnet, bla bla bla, aber ich würde es auch so machen, ganz ehrlich. Aber strömungsgünstig, sag ich euch. Ne, also dann weg den Kollegen hier und dann fangen wir mit Trichter an. Das haben wir ja bei unserem Golf gesehen. Richtig. Und ich vermute auch, da das nachher eine Alpha-N-Programmierung sein wird, dass das wegfliegt. Also natürlich für einen TÜV-Baum wird das drauf, wenn wir den Wagen im Straßenraum getragen haben wollen würden. Aber wir hier für die Optik und für den Sound werden offene Trichter fahren. Da werden wir uns nämlich noch ein paar Trichter besorgen müssen für das ganze Kit. Aber davon sind wir erstmal noch ein bisschen entfernt. Obwohl, so weit ist es auch nicht mehr. Das ging jetzt schneller, als ich dachte hier, das ganze Prinzip. Aber es schaut optisch jetzt schon mal schöner aus. Ich glaube, dass man hier dann quasi die Verbindung mit dem originalen Luftfilterkasten fährt. Der liegt übrigens da. kann man tun, ja. Ich hoffe, dass dieses Zeug hier rausfliegt, wobei das gar nicht so schlecht ist. Also diese Einspritzanlage, oder ich hoffe, ist das eine LE-Jetronik oder eine L? Also so genau kenne ich mich jetzt in jeder Einspritzanlage auch nicht aus. Aber das ist mit einer Massenklappe. Also er misst, wie viel Luftmasse er da macht. Luftmenge, glaube ich, ne? Es gibt ja noch diese, Jedes Mal vertue ich mich. Menge ist Klappe. Das ist Draht. Genau, ich vertue mich jedes Mal und grundsätzlich werden wir immer verbessert. Aber wie gesagt, beides hat irgendwie seine Berechtigung. Es gibt ja dann auch noch diesen wie nennt sich das? Irgendwas von Debilas da. Es sieht aus wie zwei Bügeleisen aneinander geschweißt. Fürchterlich. Also das habe ich auch gesehen. Ich dachte gerade, ich bin jetzt hier gerade im Déjà-vu, aber das habe ich ja vorher zurückgespielt. Hier in dem Bereich. Das ist dann der Ersatz des Luftfilterkastens. Das finde ich nicht schön. Ich auch nicht. Weil er wirkt auf mich zu klein. Mein Ziel wäre es auf jeden Fall, das offen zu fahren. Aber wie gesagt, noch vom Starten sind wir noch weit weg. Wir müssen uns da mit dem Steuergerät halt noch beschäftigen. Das gefällt mir gut. Also ich bin gespannt, wie wir das machen. Der Julian bereitet jetzt soweit alles vor, dass wir auf jeden Fall mal das Steuergerät anschließen können. Wenn ich so ein BMW oder so ein Auto, wo so in dem Motorraum aussieht, mit so einem Motorrad da in der Türkei, dann habe ich den heiligen Gral gefunden, Alter. Das wird's in der Türkei meiner Meinung nach nicht geben. Ich schwör's dir, das gibt nicht sowas. In der Türkei gibt es das nicht. Außer du legst da 100.000 Euro oder so hin, weißt du, alles neu, von so einer großen Firma, alles neu gemacht. Aber das hier, sowas hier im Bereich von normalem Geld, wird es nicht geben. Gucken, ob wir einen Schlüssel umdrehen können, ob wir ein Programm dazu finden, ob wir den überhaupt ans Laufen bekommen. Ob die Benzinpumpe geändert werden muss, ist vielleicht ein Thema. Aber das haben wir ja alles frisch. Fällt mir gerade ein. Der Tank, die Pumpe, das ist ja alles hinten frisch. Das ist ja alles neu. Wir haben einen nagelneuen Tank sogar eingebaut damals, ne? Ja. Julian? Ja, fummelt. bastel ich mal weiter, ne? Fummelt, bastelt noch ein bisschen. Alle Betriebsstoffe sind schon eingefüllt, ne? Und der Julian macht jetzt mal eben einen Check mit Getriebeöl. Das ist das Einzige, was wir noch nicht gewechselt haben, ne? Genau. Also ey, man kann eigentlich sagen, den haben wir technisch komplett durchsaniert jetzt, ne? Komplett durch, ja. Fehlen noch 2 Spurstangenköpfe, die habe ich aber auch schon da. Und das war's dann. Ja, was wir uns überlegt haben, diese... War alles kaputt, ja? Von Mutloser im BMW. Und man kann die einzelnen mit dem originalen Steuergerät fahren. Deswegen starten wir den jetzt gleich mit dem originalen Steuergerät. Und danach werden wir jemanden umbauen auf die, ich denke, das wird Alpha N sein. Und der Julian wechselt mal eben, wie gesagt, das Getriebeöl. Hast du das Steuergerät schon irgendwo gesehen? Ja, unter der Werkbank. Hier ist nämlich dann alles drin für das Steuergerät.
Da steht es auch Alpha N drauf. Dann fällt nämlich der Luftmassenmesser und der ganze Spaß weg. Aber wir starten jetzt erstmal so, weil es ging ja jetzt erstmal darum, den Motor haben wir ja Teil überholt. Es sind natürlich jetzt die anderen Nockenwellen noch drin. Aber trotz alledem sollte der mit dem normalen Motorsteuerung laufen. Das glaube ich auch. Ich bin mal gespannt, wie das Getriebe aussieht. Oh, gut. Oh, das sieht aber nicht so schlecht aus, ne? Das scheint ein rotes Öl zu sein. Das sieht sehr klar aus, will ich schon fast sagen. Ja, ein bisschen haben wir aber schon drin. Ja, Aber das ist ja normal. das Ding wird geil. Sage ich in letzter Zeit, glaube ich, bei so vielen Autos. Aber mittlerweile werden unsere Autos aber auch besser, ne? Muss man ja einfach sagen. Man lernt dazu halt im Leben. Der Julian baut jetzt das Wichtigste ein. Die Glücklichbatterie, die Mutlu-Batterie. Und dann können wir hier das erste Mal gleich auf Öldruck orgeln. Was er noch nicht gemacht hat, ist Gaszug ist noch nicht drin, aber für Öldruckorgeln brauchen wir auch keinen Gaszug, ne? Nee. Und wo Julian sich nicht ganz sicher ist, ist Vor- und Rücklauf. Aber das können wir ja gleich auch recht schnell überprüfen. Hier ist ein Verbindungsschlauch mit bei. Wir haben uns ja entschlossen, erst mit dem Originalsteuergerät zu starten. Ich denke auch, dass das in Verbindung mit dem Originalsteuergerät so 100% TÜV hat. Aber hier müsste man auf jeden Fall mal ein bisschen nacharbeiten mit dem Schlauch. Ich vermute, dass das für ein E36 gedacht ist, dieses Kit. Von daher ist es vielleicht ein bisschen enger. Aber es ist schon spack aus, aber ich muss zugeben, es sieht viel schöner aus wie die Serienbrücke, ne? Ja. Also das muss man ja ganz klar sagen, die Optik des Motors sieht sehr, sehr gut aus. Ja, ich finde, das unterstreicht auch ein bisschen so dieses 318 IS, dieses sportliche ein bisschen heißt. Ja, nicht so 0815. Bin mal gespannt, da ziehen wir am besten gleich hier die Kollegen ab, ne? Oder die wenigstens raus hier. Ja, die einfach raus, dann passt das schon. Bin gespannt, generell gespannt, wie der Motor läuft. Untenrum haben wir ja nicht viel gemacht. Aber die Nockenwellen, wie der Leerlauf sein wird, da bin ich echt gleich gespannt. Machen wir Zündung nur an. Ölkontrollleuchte ist da. Soll ich orgeln? Öldruck da. Also alles vorhanden. Sehr schön. Was geht jetzt? Kerze rein? Kerze rein, glücklich sein. Für so Sitzfaule wie mich, ne, kann man jetzt richtig geil was vorbereiten. Guck mal. Das ist nicht dein Ernst. Oh Mann, ey. Sonst noch was? Wieder eingefahren, der Kleine. Ja. Ah, die Frontscheibe haben wir auch noch oben liegen. Die haben wir mal oben liegen. Aber wir müssen hier vorne was lackieren, da irgendwo. Ja. Dafür muss die Frontscheibe raus. Ja. Du bist fertig? Dreh rum. Ich guck mal, was hier passiert mit Öldruck und so. Batteriekontrollleuchte. So, 1, 2, 3. Das ist faszinierend. Das ist echt faszinierend, Alter. Sofort Öllampe aus. Klar. Motor läuft direkt sauber, kein Geklapper, ne? Guck mal direkt. Müssen wir mal gucken, ob wir die Drosselklappen irgendwo einstellen können, dass wir da wie so eine Leerlaufdrehzahl haben. Oh, einmal zu viel losgelassen. Ja, aber ich lass mich mal eben gucken. Da ist die Einstellschraube. Ne, das ist die Synchronisierschraube. Genau. Also es ist auf jeden Fall vorsynchronisiert, der ganze Da ist die Spaß. Einstellschraube. Ah ja. Ich hol mal Werkzeug. Ja, das habe ich bei mir nicht drin. Imbusschlüssel hast du nicht? Nein. Dann sollst du ein Imbusschlüsselset kriegen. Da. Wir wupsen das zum Ralf, hat keiner gesehen. Schwierig. Schwierig. So, das müsste 4 mm sein, habe ich gesehen. Oh, Ralf hat sogar markiert, sehe ich gerade. Ist blau markiert. So, ich drehe jetzt erstmal den Leerlauf höher. Ist das gekruntert? Ich glaube, es ist Ne, hier, oh, das kann man noch separat einstellen. Aber das ist egal, das kann ich hier gleich einstellen mit Uhren. Mach dir keine Gedanken. Das wird eh nicht 100% passen. Aber das ist Leerlauf. Das ist richtig, ja. Genau. Da dreht sich aber gar nichts. Hast du mal eine Zange oder eine Verlängerung, dass du das hier mal gedreht kriegst? Ja. Weil ich sage, die Synchronisation stand nicht so 100%. Jetzt können wir aber alles einstellen. Kannst du mal gucken, ob du das höher gedreht kriegst? Ja. Die ist auch mal schwer eingeklebt, ne, die Schraube. Mhm. Oh, oh. Oder ist die ganz auf Vollanschlag? Würde ich jetzt ungern dran rumfrickeln. Wieso ist denn das so schwer?
Das kann ich dir nicht sagen. Ah, das reißt ab. Sammel nicht, das geht! Das reißt ab! egal. Da komme ich nicht mit dran, da brauche ich eine Nuss oder sowas. Oder ich mache jetzt hier eben die Kugel abreißen. Eine Tang. Eine Tang, gehen wir mal der Tang her. Wenn das mal gut geht. Ich kann mir vorstellen, dass sie eingeklebt ist. Ja, damit du da nicht dran rumfickelst. So, Knack gemacht. Ja, ein bisschen. So. Viel hat ja nicht gefehlt. Ja, ein bisschen mehr könnte man geben. So, das andere ist die Synchronisation. Da sollte man natürlich nicht so dran rumdrehen. Kannst du nachher, hier machst du Uhren drauf, hier kannst du die Unterdruckschläuche abziehen. Und dann machst du nachher 4 Uhren drauf, das haben wir da oder der Ralf hat das da. Im Endeffekt wie beim M3 und so ja auch Oder wie eigentlich, was ne? wir im 5 auch gemacht. Genau, ja. Aber du hörst schon. Bombe, ne? Mega. Alle Geräusche sind weg, die wir hatten. Geil. Also du merkst die Nockenwellen nicht, die sind also nicht so, dass jetzt Ja, genau, ja. Der hat einen schönen Leerlauf von 900 Umdrehungen, glaube ich, auf dem Drehzahlmesser. Mal drauf gucken. Ja, Tatsache. Geil. Das haben wir neu gemacht. Wir haben nur Schaftabdichtung und die Nockenwellen eingebaut. Also Kurbeltrieb haben wir ja gerade nichts gemacht. Lager, halt, ne? Lager haben wir nicht neu gemacht. Ja. Kolbenring haben wir nicht neu gemacht. Das heißt, einfahren gibt es hier auch nichts groß. Aber Kette war halt das Wichtige. Kette, weil das ja, war ja genau. die Geräusche, die nicht schön waren. Gasannahme ist schon geil, ne? Ich kann mir vorstellen, dass das wirklich Spaß macht. Ich glaube, richtig Spaß macht das, wenn wir uns da Trichter für bestellen. Ja, der Sound fehlt noch ein bisschen, ne? Ja, du hörst halt Ansaugen gar nichts, ne? Ja. Also ich finde, es hört sich ein bisschen müde an, aber Läuft sehr schön, sehr war auch eigentlich nicht anders, der war. Geil. Und sieht schön aus. also machen würde, dann wäre es ein bisschen Ein anders. bisschen Gasdruck und sowas zusammen, ne? Ob alles funktioniert und dann können wir eigentlich Meinst du, das Ding ist kaputt? hier kriegen, was ich bezweifle, dass wir da was bauen. Und dann können wir ja mal langsam auf dem Prüfstand mal so angucken, wo die Reise hingegangen ist, was wir vorher, was wir nachher haben. Für eine offene Einsaugung, dass wir mal so wie beim 1er Golf, der ja gerade da steht, mal richtig Randale machen können, ne? Das wäre schon geil. Ja, sehr gut. Cool. Ich würde sagen, den können wir ausmachen, Gas so reinbauen und dann ersten Probelauf. Das ist schon immer ein geiles Gefühl bestimmt, ne? Wenn man so einen Motor komplett so auf dem Ständer hängen hatte, macht dann alles schön sauber. Weißt, es ist, was mich natürlich immer anspornt, ist, ich mag mich an den Insta-Post von dem Auto erinnern, vor 3 Wochen oder so. Und der erste Kommentar, der drunter war, na super, jetzt wird die nächste Karre verfummelt. Und das sind Sachen, die spornen mich einfach an, wo ich mir denke, ja, und dir zeige ich es auch noch. Ist korrekt, richtig. einfach so. Ich wüsste nicht, was da verfummelt ist. Das Auto hat der Mutlu schon optisch Kanonen umgebaut, MTech 2 Paket dran. So, und ich finde das. Also ich sag's euch ganz ehrlich, wer so ein Auto hat und sagt, ich fahre lieber Serie, dann fahr Serie. Aber verbessert haben wir es 100%ig. Ja, wir können es nicht mehr lange abwarten. Der Julian hat jetzt soweit alles zusammengebaut, außer die Motorhaube. Luftfilter haben wir übrigens befestigt. Da ist so ein Halteblech bei, was den Luftfilter eigentlich versetzen soll.
Das haben wir jetzt noch nicht so auf die Schnelle hinbekommen. Was bedeutet auf die Schnelle? Ich habe gestern Abend schon telefoniert mit der Bilas und habe gefragt, so hey, so wie das jetzt ist, können wir das doch rein technisch gesehen mal auf den Prüfstand fahren. Und da hieß es sofort, ich weiß nicht, was natürlich auch völlig korrekt ist, mit dem originalen Tuning-Chip funktioniert das Ganze ja nicht mehr, weil die Einspritzanlage jetzt natürlich ganz andere Luftmassen, andere Drehmomentströmungen, also andere Strömungen hat. Die Nockenwelle, eine ganz andere Öffnungszeit, eine andere Schließungszeichen, einen anderen Hub. Das heißt, es kann sein, dass wir den auf den Prüfstand fahren und alles schlechter ist wie vorher. Alles. Das will ich auch direkt vorher sagen, weil haben wir schon so ganz oft auch bei uns auf Prüfstandstagen erlebt. Die Leute tunen was, passt aber die Elektronik nicht an. Und in dem Fall haben wir das gemacht. Also auch nicht gemacht. Aber trotzdem bin ich neugierig, wie sich das Ganze jetzt verhält, wie sich das Ganze anfühlt. Und ich weiß, der Wagen hatte schon mal 145 PS. Und ich kann mich daran erinnern, der meine ich hat auch höher gedreht wie 6500 Umdrehungen. Nur für euch ist ja vielleicht der Vergleich, hey, was könnte man denn mit einem Seriensteuergerät noch rausholen? Also sprich mit der Originalsteuerung. Es gibt von Debilas sogar einen Tuning-Chip. Ja, gestern Abend telefoniert, der kann natürlich heute Morgen nicht hier liegen. Ich kann aber nicht mehr abwarten. Und ich glaube, der Julian wird auch gerne wissen, wie sich das Ganze anfühlt und anhört. Oh, doch, ja. Wir sind mit dem Auto übrigens noch nie auf der Straße gefahren. Nicht Ne? einmal, ne? Bist du mal auf der Straße gefahren? Nein. Ich auch nicht. Ja, schon mal zu zweit. Deswegen fahren wir jetzt direkt auf den Prüfstand und gucken mal, ob wir das alte Diagramm finden. Das müssten wir ja eingegeben haben. Jan, hast du schon mal geguckt? Ich glaube, wir haben das Auto schon mal gemessen mit 145 PS. Ich würde sagen, wir fahren jetzt einfach mal rüber auf den Prüfstand. Wir hatten den Wagen ja schon mal auf dem Prüfstand. Ich gucke mir mal gerade die Daten an. Nehmen wir den stärkeren Test? Ja, ne? Oder komm, wir nehmen beide Tests. 144 PS, 180 Newtonmeter in der Spitze. Und ich sehe, wir haben bis 6,9 gedreht. Kann natürlich auch sein, ich meine, die Drehzahl, habe ich gehört gestern im Telefonat, bis 7,5 wird die freigegeben. Wenn uns natürlich nachher hier bei 6,9 begrenzt wird, könnte sein, weil wir sehen ja jetzt schon, dass die höchste Leistung nahe des höchsten Drehzahl ist. Ne? Also spielt sich ja eigentlich alles obenrum ab. Bin mal gespannt, wie das natürlich jetzt ist mit schärferen Nockenwellen, mit einer anderen Ansaugung. Luftfilter und so ist aber alles das Originale geblieben. Ne? Kein anderer Luftfiltereinsatz, kein Kasten hat sich geändert. Ja. Es ist also nur so, wie ihr es jetzt gesehen habt, verbaut. Erstmal sollen wir den Motor vielleicht ein bisschen warm fahren gleich. Ich bin gespannt, bin wirklich gespannt. Was sagst du, haben wir mehr Leistung jetzt schon? Ich glaube, ja, theoretisch schon. Aber ich denke auch eher, dass da so diese Drehzahlgeschichte interessant werden könnte. Ich könnte mir vorstellen, dass sich das alles ein bisschen nach hinten auch verlagert. Ich sage dir, es kann auch komplett in die Hose gehen, dass wir jetzt in dem oberen Drehzahlbereich vielleicht zu wenig Kraftstoff haben. Das können wir alles natürlich jetzt gleich mal ein bisschen herausfahren und gucken, was da so funktioniert. Kann auch sein, dass es direkt sitzt. Wir hatten doch schon mal mit so einem Debilas-Kit ein Auto. Ja, der Class 2, ne? Genau, die Limo, ja, die schwarze. Und da haben wir gesehen, da kam erst oben rum was und da wäre noch mehr gegangen, bin ich mir sicher. Letztendlich haben wir das gleiche Kit verbaut und den Kopf einmal frisch gemacht. Also neue Schaftabdichtung, einmal übergeplant etc. Verdichtung haben wir nicht erhöht. Das ist vielleicht auch ein wichtiges Thema, was wir gar nicht erwähnt haben. Wir haben den nur gerade geplant. Ne? Wir haben also nicht jetzt hier angefangen, Hochverdichtungen zu machen. Weil dann müssten wir am Unterbau gehen. Ja, ich würde sagen, warm fahren. Du hockst dich für das Auto und wir gucken mal, was passiert. Ich finde das Startverhalten, guck mal, so ist wirklich noch kalt, siehst du eine Temperaturanzeige? Also läuft mit der Originalsteuerung top. Ich würde es ja allein aus optischen Gründen würde ich es fahren, weil es optisch halt geil aussieht. Ah, da müssen wir noch gucken. Instrumentenbeleuchtung geht noch nicht. Das fiel mir nämlich auch noch ein. Ich habe dummerweise gerade den anderen Test übrigens gelöscht. Müssen wir auf den etwas schwächeren Test fahren. Können wir schon mal den vierten Gang reinmachen. Wir sehen unsere andere Linie, wo wir heranleistungstechnisch hin müssen. Wir sind schon mal unter dem, ne? Und das sogar deutlich, ne? Aber das spiegelt irgendwo auch so ein bisschen unsere Erfahrung bei BMW mit Hardware-Eingriffen und Softwareanpassung. Richtig, genau so ist es. Da wollen wir uns auch nichts vormachen. Das ist nämlich genau das, was oft immer der Fehler bei den Autos ist. Aber es ist untenrum auf jeden Fall gute 10 PS am Rad später schlechter geworden. Ja. Das wäre schon bitter. Kann aber natürlich sein, dass wir jetzt abmagern müssen, anreichern müssen. Also da ist jetzt irgendwas, wo auf jeden Fall
gearbeitet werden muss. So, kommt die Stunde der Wahrheit. So, vierter Gang und Vollgas. Deutlich schwächer sieht man da, obwohl geht. Oh, hat sich auf jeden Fall stark verändert, das Bild in der Radleistung. Und du merkst halt, er wird obenrum wacher. Das ist krass. Da, wo er vorher abgeschmiert ist, ist er jetzt, guck mal, am Rad ist er hinten raus. Aber bei höchster Drehzahl sehen wir ja bei 7000 sind wir bei 80 PS am Rad und jetzt bei 105. Also wir haben hinten raus 25 PS gewonnen. Das ist schon krass. Was das jetzt an Motorleistung ist, das würde mich jetzt mal echt interessieren. Oh, das sieht mal ganz anders aus, das Ergebnis. Aber er ist schon mal stärker. Kann man erstmal nichts meckern. Drehmoment hat sich zwar verschlechtert, aber es hat sich nach hinten geschoben. Schon mal nicht schlecht. Aber wie ich es dir gesagt habe, alles nach hinten. Naja, obwohl das Drehmoment noch immer schwächer ist, weil du könntest jetzt mit Zündung dagegen wirken. Aber untenrum ist er jetzt halt einfach schlechter. Ja. Also ich behaupte, schwer zu sagen, wo er jetzt schneller ist. Und in den Drehzahlen, wenn wir uns jetzt sagen, wir drehen bis 7000 und springen dann auf 5,7. Ne, das ist er schneller. Also kommt auf jeden Fall über Drehzahl noch. Beim Rennen fahren wäre er jetzt schneller. Fahren wir aus einer Kurve raus, so mit 3000 Umdrehungen, wäre er deutlich schwächer. Oder auch bei 4000 Umdrehungen. Bei 4000, wo sich das hier kreuzt, ist genau bei 5800 Umdrehungen. Das heißt, wenn du den Wagen jetzt immer über 5,8 drehst, also über in dem, wir können ja gleich mal gucken, wenn du so Schaltübergänge machst, wo die Reise hingeht. Aber ich sage dir, er wäre jetzt schon vermutlich beim Race schneller. Aber Beim Rallye-Fahren, ja. Den musst du jetzt immer bei Laune halten. Immer bei fast Drehzahlbegrenzer. Was Ja. wenn wir mit der Messung fertig sind, nochmal interessant wäre, wenn du in der Last bist, wie sehr der Motor da kippt mit der Ansaugbrücke und dem Bremskraftverstärker. Das können wir gleich mal machen, wenn wir durchreißen, können wir die Kamera vorne hinstellen. Da könnten wir Sprit gebrauchen. Was man jetzt schon schön sehen kann, in dem Bereich hier gehen wir einmal auf mager, da kommen wir einmal nicht klar. Da könnt ihr wahrscheinlich ein bisschen Kraftstoff gebrauchen. Und hier wird er einmal etwas fetter. Da bricht er dann auch ein. Also ich sag euch, diese Saugmotoren reagieren empfindlich auf Kraftstoff. Das Thema hatten wir ja bei unserem Golf bereits gesehen. Aber an sich läuft das. Also ich sage euch, damit könnt ihr jetzt fahren. Und wir sehen ja anhand Drehzahl, uns fehlt ja dieser Tuning-Chip. Ich weiß nicht, ob noch viel mehr Leistung kommen würde oben raus. Sind wir da beim gleichen Ergebnis, 153 PS, 166 Newtonmeter. Ist gut. Leistungskurve obenrum ist jetzt schon Laune, ne? Ja. Für null Anpassung der Software finde ich das völlig okay. So, was wir jetzt mal machen, wir könnten jetzt mal eben eine Kamera vorne irgendwo hinstellen. Der Julian möchte gerne wissen, wie stark der Motor sich bewegt. Das gucken wir uns mal von vorne an. Und wir gucken gleichzeitig, wenn wir jetzt mal ein Rennen fahren, in welchen Drehzahlen wir uns aufhalten. Weißt du das, Nein? So, jetzt haben wir eine Kamera mal auf den Motor gerichtet. Wie stark der Motor sich bewegt, wenn man hier mal so ein bisschen durchzehrt. So, was wir jetzt machen, interessiert mich aber. So, der erste Gang will ich den Prüfstand nicht so belasten. So, ich will im zweiten Gang jetzt ein Rennen fahren. Wir gucken mal, in welchen Drehzahlbereichen wir jetzt springen. Du musst die Hand ein bisschen freilassen. So, Vollgas. Geht ja in die andere Richtung, ist ja gut. Jetzt haben wir aber einmal voll durchgezogen. Jetzt haben wir immer die Drehzahlsprünge gesehen, wo welcher Gang gerade sitzt. Weil ich fahre mal besser ein bisschen runter. Also
Also jetzt haben wir den Motor auf jeden Fall mal richtig gefordert. Aber der macht das gut so. Ja. Aber sehr unspektakulär, sehr soundunspektakulär auch, ne? Protokoll. Findest du, dass der Sound schon macht? Zweiser Golf, aber Ich wollte gerade sagen, man ist ja jetzt gerade verwöhnt. Wenn ich jetzt so zweite Gang voll gebe. Ah doch, das ist schon geil, ne? schon cool. Für TÜV mit, wir dürfen auch nicht vergessen, wir haben den Cut alles noch drin, ne? Ja. Also wir werden uns auch für, wenn wir dieses Waste mal richtig starten, wenn wir diese Freiprogrammierung machen, werden wir Cut mal rausschmeißen, gucken, was da passiert. So, jetzt mache ich nochmal eine Messung, jetzt ist er ja richtig schön heiß. Um mal zu gucken, was der Lambda-Wert nochmal macht. Also das wird auf jeden Fall noch spannend. Aber was ich jetzt sagen würde, was wir vielleicht noch in dieses Video packen, wir warten jetzt mal ein paar Tage ab, bis wir den Tuning-Chip bekommen. Und dann probieren wir das nochmal mit dem originalen Tuning-Chip. Mit Cut und alles. Und danach würde ich sagen, gehen wir dann mal in die Fallen, glaube ich. Ne? Wäre so geil. Das können wir gleich nochmal als Abschluss machen. Gucken jetzt erstmal, was wir hier an Leistung haben. Ich habe so das Gefühl, der feuert sich ein. 154 PS. Ich sag dir, mit Drehzahlfreigabe kommt da noch was. Vielleicht kommen wir ja mit TÜV auf 160, 165 PS. Das wäre geil. Nicht mal ein Tag ist vergangen, schon kam Post. Der Bielers hat was geschickt. Die haben natürlich auch was Schönes geschickt. Das zeigen wir vielleicht erstmal zuerst. Weil soundmäßig, abgesehen vom Auspuff, kam ja noch nicht viel. Oh. Verstehst du, was passiert? Mhm. Aber erstmal beschäftigen wir uns jetzt mit dem Seriensteuergerät, haben wir ja gesagt. So, Seriensteuergerät liegt hier. Der Patrick hat es schon aufgemacht. Ja, so Serie ist das nicht. Genau, unsere Serie ist das gar nicht. Weil guck mal hier, hier ist schon ein Tuning-Chip verbaut. Deswegen hat er vielleicht auch schon das ein oder andere Päschen mehr gehabt. Hier ist die Post gekommen, die wir von Debilas bekommen haben. Steht sogar ein Datum drauf, 31.07.24. Wahrscheinlich welcher Software-Typ, da steht H77. Wir haben nämlich gestern nochmal telefoniert. Das heißt, der Patrick macht jetzt den Tuning-Chip runter, der eh schon drauf ist. Und wir bekommen diesen Tuning-Chip. Ich bin echt gespannt. Weil jetzt geht man natürlich mit ganz anderen Augen dran. Das heißt also, da ist schon Tuning drauf. Vielleicht ist der Chip auch perfekt gewesen für unsere Nockenwellen. Und jetzt dieser Chip, könnte sein, dass er noch besser läuft, die Zündung vielleicht schon zu früh war. Das weiß man ja alles nicht. Ich gebe dir mal das Teil. Meinst du, der war auch verantwortlich für diese Drehzahlerhöhung? Weil du sagtest ja, was, dass der eigentlich nur bis 6,5 dreht, oder? Genau, und deswegen hat er bis 7 gedreht. Soweit ich es verstanden habe, dreht er jetzt aber bis 7,5. Oh. Weil wir haben ja auch, falls wir uns daran erinnern, in dem Zylinderkopf, müssen wir vielleicht mal zeigen, andere Ventilfedern eingebaut. Das heißt also, wir können mehr höhere Drehzahlen zulassen. Und deswegen bin ich mal gespannt, ob da überhaupt noch Leistung kommt. Aber da der Prüfstandslauf gestern erst war, können wir es ja relativ zeitnah jetzt direkt überprüfen. Das passt nicht mehr, das ist die originale Abdeckung. Ja. Ne? Genau. Das hat man nämlich vorher nicht gesehen, das war über den Chip drüber. Patrick baut jetzt mit ihm das Steuergerät wieder zusammen. Wir bauen das Steuergerät ein und fahren rüber am Prüfstand. Was wir gestern auch schon telefonisch schon ein bisschen besprochen haben. Wir haben jetzt zufällig hier das gleiche Bauteil noch liegen und ihr wisst ja, wir haben hier eine Klappe, die den Luftfluss und gleichzeitig unser Gemisch regelt. Und wenn wir zum Beispiel jetzt sagen, unser Fahrzeug ist viel zu fett im ganzen Bereich oder viel zu mager im ganzen Bereich, wisst ihr ja, können wir diese Klappe hier abnehmen, ne Patrick? Ja. Und dann können wir das Ganze ein bisschen sensibilisieren. Also wir können es also einstellen. Und ich kann mir vorstellen, wenn der Patrick gleich ein paar Minuten Zeit hat und wir sehen, dass das Gemisch in die ganz falsche Richtung geht und wir vielleicht noch irgendwo ein bisschen Leistung finden könnten, machen wir das gleich. Jetzt müssen wir natürlich gucken, ob der Ganze anspringt. Sehr geil. Auto springt an, ab zum Prüfstand. So, Sprit ist drin, jetzt müssen wir den Kollegen erstmal warm fahren. Infrarotbeleuchtung geht auch immer noch nicht. Wir haben noch nicht Hat sich repariert. nichts geändert zu gestern. Hätte ja sein können, dass nicht irgendwas passiert. Ich habe ein gutes Gefühl bei der Sache. Ich nicht, Okay. weil ich jetzt den Tuning-Chip schon gesehen habe. Ich glaube, das dürfte mal keinen Unterschied machen. Wir haben jetzt eine Motorhaube drauf. Aber das macht, glaube ich, keinen Unterschied. Soll der Sven recht behalten, so wie es aussieht, hä? Ich glaube halt ehrlich gesagt, dass sie diese 500 Umdrehungen rum vielleicht noch was bringen. Ja,
aber ich sehe ja jetzt schon, dass wir da so 2-3 PS sich anbahnen könnten. Ja. Ich würde sagen, ich bin bereit, ne? Okay. 4. Gang, selbe Drehzahl, Vollgas. PS am Rad. Ich überlege gerade, in welchem Bereich wir da sind. Radleistung. Fiat Tipo hatte, glaube ich, 110 PS am Rad, der Tipo 16V. Zum Beispiel Golf 16V, Kadett 16V und die ganze Opel, also Opel VW, hatten mehr Leistung am Rad. Da waren zwischen 116 und 121, glaube ich. Also 110 Radleistung ist jetzt nicht so der Brecher. Dann noch auf Hinterachse, aber das ist jetzt alles schon einbezogen, Kalamelle und sowas. Aber dafür hast du eine bessere Traktion wie mit dem Frontantrieb, ne? Oh, das ist die angegebene Leistung, die übrigens im TÜV angegeben wird. Stark. Oh, das kann sich mal sehen lassen. Der würde noch höher drehen, wie ihr seht. Ja. Ich glaube, da würde ich gar nichts mehr verdrehen. Ich gucke jetzt mal die AFR-Werte an. Ah, ich habe vergessen, auf Aufzeichnen zu drücken. Klassiker. Ja. Ich drücke dann jetzt auch mal hier drauf, dass ich das mal aufzeichne und fahre mal noch einen Lauf. Du kannst erkennen, da sind 2 Beulen, aber ich sehe gerade, das ist Magerlauf, das ist gar nicht Fettlauf. Da bricht er zweimal ein. Gucken wir uns jetzt mal das Diagramm an, weil eigentlich ähnelt das dem anderen Diagramm. Außer, dass wir deutlich stärkeres Zündkennfeld scheinbar fahren. Also das sehe ich jetzt gleich erst am Lambda-Wert. Da warten wir jetzt eben ab, bevor ich was erzähle. Aber hey, der läuft gut. Also Straßenversion kann man ganz klar sagen, Respekt an die Dealers, dass das so gut läuft. Also es gibt viele Gerüchte, die sich streuen, dass das heißt, dass das Kit nicht sehr gut sein soll. Ich kann es nicht bestätigen. Also das, was ihr jetzt seht. So, und jetzt gucken wir uns mal eben Test 7 und Test 5 mit Lambda an. Die blaue Kurve läuft deutlich stabiler. Und ihr seht, da läuft er einmal zu mager, 0,87 zu 103, aber trotzdem hat er den Einbruch. Also dieser Einbruch kriegst du über Kraftstoff nicht weg. Dann haben wir einen zweiten Einbruch, da läuft er vom Gemisch her genau gleich. Aber wenn wir uns jetzt die Kurve vergleichen, ich mache es mal einfacher, dass die vorherige Tuning-Lambda-Kurve, ja, die Lambda-Kurve müssen wir jetzt mal farblich ablegen, die sieht so ein bisschen unruhiger aus, und wenn wir uns jetzt die neue angucken, die sieht deutlich beruhigter aus. Ja. Ne? Und im Ganzen läuft der Motor einfach deutlich stärker. Ne? Also 165 PS und dann haben wir 166. Wir haben nochmal 10 Newtonmeter gefunden, um das jetzt zu vergleichen mit unserer Eingangsmessung oder mit unserer Messung ohne den Tuning. So, das ist unser Unterschied, den wir bis jetzt gemacht haben. Und ich sage euch, das ist geil. Das ist einfach nur genial. Wir haben einen kleinen Drehmomentverlust unten raus, und zwar sage und schreibe 10 Newtonmeter, 12 Newtonmeter. Bei 3300 Umdrehungen haben wir 10 Newtonmeter verloren. Haben in dem Bereich, wie viel PS haben wir da verloren? 5 PS. Und an dem Motor kreuzt sich das bei 5800 Umdrehungen. Da haben wir es identisch, und dann haben wir oben raus, guck mal, das nutzbare Drehzahlband jetzt. Ja. Geil. Jetzt durch die Drehzahlerhöhung haben wir auch ein schön lang nutzbares Drehzahlband. Ich mache jetzt mal die erste Messung weg. Guck mal, wir können sagen, wir haben hier ein nutzbares Drehzahlband von 5,2 bis 7,5. Das bedeutet auch, dass da das Wheelpower natürlich am stärksten ist. Da auch nochmal kurz zurück zum Wheelpower, wo er vorher, an der höchsten Stelle war. Wir hatten maximal 98 PS am Rad. Genau da kreuzt sich es auch, und dann haben wir kontinuierlich über 100 PS am Rad, bis 104 PS in dem Drehzahlbereich, wo er vorher abgetaucht ist. Sprich, wenn wir den vorher hoch gedreht haben, ist er quasi auf der Straße gefühlt langsamer geworden, und jetzt haben wir da volle Energie. Geil. Weißt du, was ich wenn ich das jetzt zu Hause für meinen 318 IS haben möchte, weil die Bilas zahlen muss, wenn ich das kaufen möchte? Ich glaube, dieses Kit hat gekostet um die 4.000 € mit Alpha-Endsteuergerät.
Mit Alpha Android. Ich glaube knapp 4.000 Euro. 3.000. Was? Müssen wir mal vielleicht, gehen wir mal eben auf 4.000 Euro. Ich meine, Alter, leck mich am Arsch. 3.300 Euro hat das, glaube ich, gekostet. Die Mehrleistung aus dem Sauger mit TÜV? Genau. Mit TÜV ist wichtig, Mehrleistung ist wichtig und was für mich der springendste Punkt ist, die Optik. Das sieht viel, viel schöner aus als vorher. Also ich sage euch, das kann sich auf jeden Fall sehen lassen und damit bin ich sehr, sehr glücklich. Wir verdrehen ja auch nichts mehr. Wir lassen das jetzt genauso, wie es ist. Man könnte das bestimmt noch optimieren, 2-3 PS zu finden, aber das macht mich glücklich, das macht, glaube ich, alle glücklich und ich finde das ein Wert. Und was ihr als nächstes seht, das dauert aber noch ein bisschen, dann machen wir Trichter drauf, Alpha-N-Abstimmung und wollen wir mal gucken, ob wir die Leistung toppen können. Das weiß ich noch nicht, das werden wir dann sehen. Aber was wir toppen können, ist definitiv den Sound. Seid gespannt, freut euch aufs nächste BMW E30 Video. Oh. Jetzt nochmal. Da wird er ganz schön. Da wird er ganz schön schreien. Es ist noch nicht vorbei. Du kommst hier nicht vorbei. Das ist hier Herr der Ringe, Mann. Beste Szene. Wo Gandalf der Graue gegen den kleinen Dämonen kämpft. Guck dir da in den USA an, die kaputt machen. Yeah, so what today we here with? Oh, Hurricane Busy. Okay, so Hurricane Busy, yo. Some Man, hot ass what chicken the wings fuck? at Hooters. Okay, so look, man, I got a one tip for you, man. You feel me? You think you can handle it? I can handle it. All right, go ahead, man. You trying at your own risk, man. For sure. I gotta hold it? No, go ahead. Oh, You feel okay. me? Any last words you want to say like, before you start tripping? Nah. I'm a 24-hour barber, Jacksonville, Florida. With me. I'm raw as fuck. I'm at there. This shit can't be that hot, dog. Can't be that high, huh? Can't be, dog. I The girl bet. said there was a snake on that bitch. It was blue, the video I seen. Oh, no, this new. This is Hotter than that. Yeah. Jetzt pass auf. You feel me? I can't They don't imagine. even make them no more. I can't even imagine. So. We just say a big head. I can't even imagine. Yep. I gotta read this. Go ahead. Fuck it. Remember, you I'm trying at your gonna own. keep my box though. Go ahead. You trying at your own, man. Remember. Alright, bet. I'm about to eat this bitch. Oh, du Bock. Gummibärchen. Say you can handle it? Let's see. I can handle this shit, bro. Go ahead. Yeah, for real. Just eat the whole thing. Go ahead. It's That is bad. I'm a bit hot already. Already? I'm a bit hot already. How you feeling, man? It's nasty. Oh, I taste like oh, a motherfucking leather saddle. Some boots or some. das wird Yeah, What it tastes like? I don't, man. I'm just imagining. I'm saying this shit nasty, dog. Okay. Hey, ready to tell how hot it is right now? Right now? Yeah. keine Gummibärchen. Oh, so it ain't that bad. Habt ihr? The wings hotter, huh? Mega. Yeah, the wings were hotter than this. Das wär's. Look, man. After you done chewing, we gotta wait a minute, then you get $40. We gotta wait till it kick in. Hey, you coughing now? Then, dog. It kicked in. I I wanted to freestyle. God. Jo, was geht don't ab? think it kicked in yet, bro. Was geht ab, jo? Hey, geht's dir gut, jo? Trust me, it ain't kicking in yet, bro. Now I'm gonna hold it. Holy It Scheiße. kick in. Hey, you got 40 more seconds, man. How you feeling? Woo. Why you coughing? You sick? Bitch is not playing, boy. What you mean it's not playing? Yeah. Why you coughing? But this feel like a nigga got a light on my mind. You said what? Feel like a nigga got a Oh, light. man. Hey, is it hot Oh, die sind ja geil. Oh. Hell yeah. Hell yeah. Okay, you ready for another one? Mmh. Right now. Not right now? You trying to double up the bread? Mit Onion-Geschmack, Alter. Boah, geil. Why you coughing? Trying to rap. Go ahead, rap. I can't even get the Go ahead, word. rap. I can't even get the word. I feel that in my chest. You feeling your chest? Hey, look, for the people that never did this before, you recommend them to do this? Huh?
good? Yeah. Tell me it can't be that bad, bro. That definitely that bad. It's that bad, huh? That bitch is that bad. Hey, you didn't do it no more? I bet, man. I did what? Look, $40. Hey, you trying to do the freestyle or what? Hell no. You ain't trying to freestyle? Hell no. You might as well do it for the one time. That bitch hot. How hot it is, 1 through 10? Like hell. And One hot through- water. Like 1 through 10. I'm from Florida. Don't go past Georgia. Ja, das wird die ganze kaputt, Mann, Alter. Freestyle? Hell no. Why you can't freestyle? Cause I can't think. Why you can't think? God damn. Why you can't think? All you gotta do is use your brain. I feel like my brain is steaming, nigga. Your brain steaming. I feel like a. Hey, you good though? You can get something to drink. You already done got the 40. Oh, I done did. Oh. Yeah, good. I thought you. What the bill gonna do? The bill gonna make it worse? No, I don't know. Most likely you be calming it down. I don't even want. For real, I'm about to pour this shit on my head, dog. I don't want to smell like bitter. Hey, it's that bad, huh? That bad, bro. You thought it was a joke? You thought people was tripping? I thought it was bullshit. Yeah. It's not bullshit. You wouldn't do it again? You would never do it? Scheiße. You said what? I ain't doing shit no more. Ain't doing it no more? Hell no. I did it though. Yeah, you did it. Hey, 40 cash. That shit worth that. You gonna drink your beer? I'm scared too. That shit might make it worse. No, I don't think so, I brother. see a nigga drink some water. My nigga say call 911. Yeah. How long it take to wear off? Well, I don't even know. I mean, he did it. How long it take to wear off, bro? An hour. You on your stomach cramp, all that. I wonder if I ate some if a would be on fire. I mean, I think so. You don't think so? Hell yeah. I think a bees twitching it, boy. Woo. Oh man. I f with y'all though. Hey, look, you recommend him to do this? What you, bro? Hey. You think he can handle it? If you want the 40 cash. But you think he can handle the chip? Free. Huh? You think he can handle the chip though? I don't know, bro. Huh? I tried to dog a little bit. I did like. I'm waiting on the freestyle. I tried to, dog. I can't do that shit. Well, that freestyle, you know, I was talking about as well. You might as well freestyle. I would go try to. I had my mind made up now for the freestyle for the whole minute. This is the barber shop. Oh, shit, where my J? I'm scared to fire that bitch up. God. 240. I don't need WWF belt, you know. J. Der Boss. How you feeling, man? Alter, die sind Saumasche. It's dry as fuck. It's dry? It's dry in the motherfucker. It's hot. Hey, rated 1 through 10. My boy. 1 to 10? Yeah. 9. It's a 9 already? Is that hot? It's hotter than them wings? For sure. Okay, look, it ain't much kick in yet for real. Yes, it has. I ain't kick in, man. Hey, once you ain't kick in, Yes, it trust has. me. When that motherfucker said third high boost, you gonna be saying, oh, God. Hey, look, once you done chewing, show the camera that you done. Okay, that boy done chewing. How long you gotta Hey, look, now he gotta wait a minute. I be After real. you done chewing, you gotta wait a minute. I be hot. I be hot. I already got it in my head. That nigga eye, look at that motherfucker eye watering. Feel good? I be hot. No? It's still a 9 or it went up? Oh, it's a 10 now. It's a 10? 15. 15? Yeah. Now it's kicking in. Okay. Be real. Hey, for the people that never did this before, you recommend us to do this? No. Nah? Get a job. Job? You ready for another one? No. Hell no. I'll never do it again. You'll never do it again? Why? I said water. Why? Why you'll never do it again? It's hot. It's hot.
Hey, this the hottest thing you ever ate? It's so hot. It's For so sure. hot with the ranking. Okay. But he ain't moving. He ain't acting hot. I Get a chip. Shit, you want to eat that? Just holding that bit down. I'm gonna try to freestyle. I've been hot as fuck. Been hot? All right, you got 30 more seconds, 20 more seconds, 20 more seconds. For real. See my age, Damn. I wouldn't even try this. Because when you get older, right, the heart, bro, all this shit, I wouldn't even run this shit down my motherfucking track, bro. I wouldn't even try this. I wouldn't even run this shit down my motherfucking track. As you get older. Man, you just scared, man. You just scared. I ain't no scared. You just scared. It's just a chip, bro. I don't jump the gate no more. I walk around the gate. I used to jump the motherfucking gate. As you get older, you will see. I ain't jumping the motherfucking gate. I'm gonna walk around that motherfucking. I used to jump that. Ching, ching, ching. That's how you go. Ching, ching. With folks behind me. Ching, ching. That's the gate set. Hey, But now I walk around the motherfucking gate. Hey, hold on. Hey, tell the camera how you feeling though. Hey, stop up. Hey, tell the camera how you feeling though. Excuse me, bro. Excuse me. Tell the camera how you feeling. Terrible. You feeling terrible? You'll never do this again? Ever. Chip ain't no joke, huh? Who? Come on, man. Chip ain't no joke? Boy, y'all hell of people for this shit. Boy, hell, boy. Hey, you about to get something to drink? I'm about to go to church. What you about to get? Guilty. You want no ice? Hey, look, you so fuck up. It's like, son of a bitch. That gotta go down. You think water gonna calm it down? I don't know. Hey, you talking about you been waiting to do it, man. It was worth it? I don't know. I gotta make it through it. You gotta make it through it? You heard what you I gotta make it through it. Make it through what? Yeah, the 5, I feel like I'm walking through hell right now on my belly button. Man, why you say you feel like you walking through hell, man? No, I can't hear you. My ear burning. Your ear burning. Hey, ready 1 through 10 now? Still a 15 or went up? I bet 25. God damn. I bet 45 like Jordan, boy. That bitch came back like me. That water ain't gonna do nothing. You gotta get some milk, nigga. Water make it worse. See that water coming down. Water make it worse, bro. I'm telling people how many years you been in the band, though, man. I'm been raw. For real. I'm telling you, Sam. Tell people how many years you been in the band, though, man. About a hot chip. How many years you been in the band, though, bro? That's a struggle. What you been about 15 years? That nigga don't sleep in the lounge. Okay. Niggas don't sleep in 3 times a yard, boy. Tell how many years you was on that porch. Try to act cool. I am cool. Hey, the water calming down? It does. It does. Yeah, talk to the camera, man. It does. I can get that seasoning about my teeth. Yeah, you recommend them to do this? Everybody that's watching you. It depends on who them is. If you got a job, keep working. If you ain't got a job, go to the lake pool. Okay. This here so real. Heute habe ich wieder viel zu viel gegessen, Alter. Alright, man, so today we're here with Kamikaze. Alright, so look, man, what's the hottest thing you ever ate? What's the hottest thing you ever ate? I ate the hot chip last time. Yeah, the last year one. This different, you feel me? It's different. This a new year one. This is way hotter than last year. You feel me? Probably the same one. So look, man, you trying at your own risk. You talking about you only eat 2, right? Hell no, I ain't eating 2. I eat 1. You just told me you only eat 2. Eat 2. Go ahead, man. There's another 40 on it. I eat 2. Yeah, you eat 2. So I get 80. Eat Junge, der ist voll drauf, jo. Die Augen. Scheiße. You can handle it? Every time I get the 40, get up out of there. Hey, you think you can handle it? There's another bandit right here, man. Oh. Boy, dropping the chip, man. What, you scared? Hell nah. Boy, a little nervous, man. Now you gotta do it no drink, man. Oh, that bitch a whole nother color, bitch. Yeah, that be a whole nother color. It's here now. How that smell? Oh, no, I can't smell right now. Can't smell? Alright, see if you feel the chip. I wish I had 40 to get some before right now, man. Damn, dude. Ach, du Scheiße. Okay, ain't nothing in there? Okay. Stop playing. That boy said he gonna eat 2, man. We about to see, man. How you feeling right now? You feeling good? Okay. Hey, ready 1 through 10 right now. That boy drew that boy. That boy taking that boy down, though. Hey, ready 1 through 10 right now. Down. That nigga took that shit down, though. All that pain you went through ain't know what's some pain, man. Hey, ready 1 through 10 right now. Nah, It's a whole 10. You been going through that. Ain't know what's some pain. How you feeling? Let me buy a box. I'll buy a box. I'll try somebody. Where you going? Big bro, turn up. No,
Tell the Mexicans, I ain't got damn that shit. Tell the Mexicans though. The Mexicans. Hey, talk to the cameraman. Tell them how you feeling. I'm good. You good? I been hotter than him. Hey, show the camera that you done chewing though. All right, that boy done chewing. Now you gotta wait a minute. Hey, rated 1 through 10. Like how hot it is? It's hotter than the blue. Hey, it's hotter than the one you ate last year? Hey, it's hotter than the one you ate last year? Because you want water? Because you want water? I gotta get ready. You want water? Get ready. You want water? You want water? Hey, it's hotter than the last year one? Y'all don't know about this. You gotta chase this shit. We'll smoke all around here. Hey, look, you got 30 more seconds, man. Hey, for the people that never did this before, you recommend them to do this? Hell no. Hell no? You'll do it again? Let me get my boy right, man. Hey, you ready for the other one that you were talking about? My boy right, man. Huh? I ain't said I was doing too. Oh, so you ain't trying to do two? Hey. Hey, that serious, huh? Hell yeah. You want a water though? I'll get you water. Get ready, boy. Get ready. Based on a true story, man. 10 more seconds, man. 10 more seconds. Yeah, they call my boy Psycho. Psycho. Why they call him that? Hey, man. Let's speak for ourselves. Hey, go ahead. Got it, boy. You got it. Talking about boy. I ain't going nowhere. They go. I pray for. Go hit the water. Open up. Hit the water. You gotta chase that bitch. Hit the water. Yo. Hit the water. Fuck doing that shit. Hit the water, bro. Drink the water and chase that motherfucker down. Chase the bitch down. The water. Chase him come down. closer, son. Chase the water. Chase him down. Chase him down. Chase his ass down. Nigga chase nigga. Nigga chase nigga. But the Mexicans have tried to. The Mexicans put it. Hey, the water working? You ain't been talking no more, dog. I've been hotter than Oh, so you couldn't do two? and I eat 3 of them at the same time. Let me get the box to take with me. I'll buy it. I'll buy one. Hey, talk to the cameraman. Tell him how you feeling. Good? No, he got his money though. Shit, he got his money. Hey, tell the camera how you feeling. Stand for 4 million things. Shit, Yeah, you was talking last time. You ain't talking this time. Good. You see, you chasing. Look at him chasing. Chase that money. Hey, I gotta bring that water. I want that water. Chase it. You already ate one. Hey, the water working? How you feeling, man? The water calming it down? I'm ready, boy. I got the other one standby for you, dog. This medicinal. All medicinal. Hey, man, go on power walk, man. Go on power walk. Man, that water ain't working, man. Oh no. You want no ice? But I saved my shit. Y'all be so thirsty. You need to get some ice, man. So one day when okay, what the bench? Put your face in that cold. That's what they say. I'm a bench. Das geht ab. Scheiße, ja, der ist ja voll, aber. Curious. Alright. Chip right there in the bag. Y'all eat everything in the bag. Why not eat the whole bag? Huh? Why not eat the whole bag? Shit, go ahead. Okay. That's it. Ain't nothing in there. I see it. How you feeling, man? Scheiße. Scheiße, ja. Er schmeckt seinen Penis noch anfassen, Alter. Like I want some block. He needs some milk. Hey, rated 1 through 10. Rated 1 through 10, how hot is it? I'm good, Tim. 10? Hey, this hotter than what you had at Hooters? Yeah, You feeling good? Hey, for the people that never did this before, you recommend them to do this? Yeah. Okay. Free money. Free buddy? Hey, look, you gotta finish chewing. Then a minute ago, you still chewing though. Once you done chewing, show the camera that you done. Okay, that boy done chewing, Alright, look, now you gotta wait a minute.
You feeling good? I'm so groovy. What else? I got power. What else? I'm so groovy. What else? I got power. Nah, so bust a little dance for them. Bust a little dance for them. Go pay me for it. I'll pay you another chip. Heilige Scheiße. You want that information. There is no information. It's been destroyed. Everything's been destroyed. We have a very crooked government. Remember that. And we're going to straighten it out, and we're going to make it an honest government. So, I have to ask you about the pardons. I keep hearing you're considering pardoning Hunter Biden. Is that true? And if so, why? No, I mean, I've never, look, I don't like the idea of what's happening. I don't like it at all. They've weaponized government, but they've weaponized it against me like nobody's ever been weaponized. The big case was the documents case. We won the case in Florida. We're winning other cases too. But I've had to devote money and time to this. Instead of running against these stupid people, I had to devote a lot of money and a lot of time, which is what they want. I had Fani, F-A-N-I. To me, it's Fanny, but she said Fani. I think she changed it when she became the DA. She wanted to put a little French accent on. And her lover boy, Wade, who was hired for like $1 million because of his expertise in whatever the hell law, RICO. But he never did a RICO case. And then they would take sailing trips like 6 times during the year, 6 times. Who the hell goes away or to sail for 6 times? Nobody. And he got paid a lot of money. He took that money, they took trips. You know, there's a whole thing, but that's just one. They totally controlled it. They control the Manhattan DA's office. They had their man in the Manhattan DA's office. He was there. They put a man in the Manhattan. They put a man into the Letitia James' office. They had a guy running the whole thing. It's all run out of Washington. They went after, in the Attorney General's office, they had people. But think of it, they went after their political opponent. That's never happened to any great extent. Maybe a little bit someplace, I don't know. Nobody knows of it. But it's never happened to any great extent in this country. Alter, der erzählt voll den Deep Stuff, Alter. Da kommt er gar nicht mehr mit, Alter. Was ist da labert? After their political opponent. So it's hard to believe that I'm winning, it seems, by a lot. If they don't cheat too much, you know, we found a lot of things over the last 3 days. You've seen that. We found a lot of votes, and in a certain county, in York County, Lancaster County, you know, we found a lot of bad votes. There were 2,600 votes that happened to be written by the same pen, same hand, same signature, same everything. Maybe there's an explanation for that. 2,600 votes. But we found a lot of stuff, but we're seeing to work it out. But think of it, it's hard to believe that I'm winning the election by a lot. Now, we got to keep the cheating down. We got to keep their cheating. I love you too, darling. Thank you. We got to keep their cheating down. But think of this.
with all I've been through, with these animals coming and what they've done to this country, Animals. this country between the Evet. borders and between the weaponization. And think of it, I'm leading by a lot. I'm leading in every single swing state with all of the stuff they've done, where I've spent Das sind Animals, ja Mann, das sind keine Humans, das sind Animals. Und Animals, nicht unsere Animals, was Gott uns gegeben hat, sondern richtig bösartige Tiere. But it's hard to believe. I said to somebody last night, Demons. I believe the numbers came out last night. I'm really leading. Crocodiles oder Reptiles kann man auch sagen. But I'm leading by a lot. I said, can you believe I'm leading by a lot, and what they've done to me, that I'm leading at all, that I'm even living, is almost hard to believe. These are bad people. Bad people. So you've expanded and changed the Republican Party, and one of the amazing things that I have learned is that Republican voters really care about issues I didn't realize they cared about, like clean air, clean soil, clean food. You've won, somehow, the full-throated endorsement of Bobby Kennedy, lifelong Democrat, who's now like a full-time surrogate for you. He's a very, very good man, too, by the way. So what's that going to look like after you get elected? Well, you know, I feel interesting about this kind of stuff. I like to, number one, get elected. I hate to talk to stuff. A lot of people, they set up, I know that even when I ran, Hillary had an office set up where they were interviewing all the, I don't want to do that. I want to get elected first, and then we'll cram a little bit. But, you know, no, I remember they set up this big office. They're interviewing people for jobs. And actually, you're supposed to do it. But I want to win. I want to win in 5 days from now. It's almost 4 days from now, right? In 5 days from now, when we have a victory, we're going to have the best people. Here's the one difference, one big difference between now and 2016. I know Washington and the people through testing, real testing, better than probably any human being that's ever hired people. So I went from not knowing anybody and having to rely on, in all fairness, Mike Pence and many other people. I had Mike Pence, and I had others, and they would recommend people. Sloppy Chris Christie recommended some people. And I wouldn't have used him had I known. But you rely on people. And by the way, you know, I hate talking about this because we had mostly great people. Think of it. We had the greatest economy in the history of our country. We rebuilt the entire U.S. military. We defeated ISIS, and we had no wars. We cut more regulations than anybody in the history of the country times 5. And, you know, but we had the best economy in the history of our country. I took in billions and billions of dollars in taxes and tariffs from China. I mean, we had an unbelievably successful administration. We were energy independent. We didn't need anybody's energy. We had so much oil, we didn't know what to do with it. And now take a look. 4 years ago, we were energy independent. Think of it. And today we're taking tar from Venezuela. You know, they don't really have oil, they have tar. You have to heat the hell out of it. It costs you more to heat it than it does to sell it. But we are going to Venezuela. Think of it. Venezuela was like the enemy. We are now giving, you know, I got a kick a month ago, you saw it. They foreclosed on his plane, but they give him billions of dollars. I said, that's okay. He's going to buy a much better plane with the money we give him, right? But we go to Venezuela for oil. We were energy independent. We have more liquid gold, that's oil and gas, under our feet than Saudi Arabia, than Russia. And we were going to be not only energy independent, within 6 months, we were going to be energy dominant. We started off at number 4. And when I left, 4 years later, we were number 1. We were much better and bigger than Russia or Saudi Arabia. Think of that. But we were going to be triple the size of both. And we were going to supply it to Europe.
We were going to supply it to Asia, all over the world we were going to supply. We would have made a fortune. But then we had a little mishap with the election where I got more votes than any sitting president in the history of our country. You do know that. More than any sitting president. The only one that supposedly got more votes, and I wouldn't believe it, was Sleepy Joe Biden, who campaigned brilliantly from his basement. People had no interest in this guy, but he got more votes than anybody in the history of the United States of America. Ja, Mann, das ist krank. Things happened, but we had something going that nobody had. I mean, we had an unbelievably successful administration, but I also put in some people that, in retrospect, I wouldn't have used. But I had to rely on other people for recommendations. Now, I know everybody. I know the dumb ones, the smart ones, the weak ones, The dumb ones. I know. I think I know everybody, and I've got people that I think will be great. With that being said, you pick people, and sometimes they disappoint you. Everybody knows that. And then you pick people, and sometimes they turn out to be better than you thought. But for the most part, I tell you what, I think we have some incredible people in Washington. We really do. We have some great people, and I now know, I believe, for the most part, I know who those people are. Do you think Bobby Kennedy and Elon Musk will be influential figures, without being specific about what those roles will be, in your administration? Yeah, I do. I think so. Look, Bobby... Alter, das ist so sick, Alter. Elon Musk. Right now, he's in Pennsylvania campaigning for me. Elon. That rocket ship, right? No, it's so great. He docked that big monster, 22 stories. I thought the sucker was going to be done. It's a very crazy story. I mean, I saw it coming in on television. I was talking to I told the story tonight, but I thought it was I'm talking to this very important guy, not as important as Tucker, but important. A big shot. Somebody everybody would know. Talking to him, I'm bored, stiff. He's a boring guy. Who is he? So anyway, no, I'm talking to this very big shot, important guy, and I have the television muted. This thing's going on. The whole thing was really boring. Then I see this monster thing coming down. I see fire all over, fire left, right, and I'm looking. I'm saying, "Hey, could you hold it a minute?" Yeah, sure. I said, yeah, I just want to see something. I put the phone down. I sort of forgot, and I didn't pick him up for like 50 minutes, and 5-0. And you know what? Because of the fact that I was president, and I very well might be president again, he held on the whole time. Can you believe it? But it's true. I picked the phone up. I say, oh, shit, the phone. Hello? Hello? He goes, hello? The poor guy. But I had to see this. And I turn it on. I see now you have to understand, it left. I saw it leave, and it was beautiful white paint. Now it's coming down, and it's just dark brown. It's coming down at 10,000 miles an hour or something. I think it's 10,000. It's coming down at levels of speed that nobody ever even conceived of. And it's all burned, and where it's rough. But it's coming, and now it's turned around. It turns around. And you have the gantry, the big, beautiful gantry. And it's coming, and it's going to, I said, oh, it's going to crash, because you see at that bottom, this section right here, that sucker's, oh, I'm going, come on, baby. Come on. I didn't know, actually, I love it. A science fiction movie, or am I watching the news? I didn't know what the hell I'm watching. But I see this thing coming, and all of a sudden it's going into the steel, the big steel gantry up here. It goes to things like 20 stories tall, too. It's going to crash. I said, oh, shit, it's going to crash. Coming down. And the lower section, right, it's coming right, it's ready. And then all of a sudden, fire, flames come pouring out of the lower section. It's jets. And they're pushing it over right here. And then it comes down. And I'm saying, I mean, is that the coolest thing you've ever seen, right? Is that the coolest?
If you don't think I want a guy like that working for us, so, you know, we've got to cherish our brilliant people. They don't treat him right. We've got to cherish our brilliant people because we don't have too many of them. Nobody does. Nobody does. So, Elon, I'll talk Elon first. Elon wants to, by the way, I'm having a great time up here. Are you having a good time? This guy. Is he the greatest interviewer? He asked me one little question. I talked for 20 minutes, and they're going to say he's better than Larry King at his prime, right? Is that the greatest? He is great at what he does. There's few like him, I will tell you that. So with Elon, here's a theory, and he's right, that there's unbelievable waste and fraud. Like, I saved much more than $1 billion when I came into the White House in one day when I said I'm not going to pay that much to Boeing for Air Force One. And they ended up taking like much more than $1 billion off the price. It took about a couple of weeks, you know, saying I'm not buying it. No, I don't want it. But there's a plane that you're saving much more than $1 billion. And you've got thousands of things like that. Not as much, and in some cases much more. They're building an aircraft carrier, the Gerald Ford. The thing came in like at $20 billion for a boat, $20 billion. And it doesn't work because they decided to use electric catapults that throws the planes off instead of steam. They decided to go electric. Why are they people that going all electric? By the way, I'd end the electric mandate on cars day one. You should have electric, but you got to have gasoline. You got to have everything. That'll come off on day one. Many things will be done on day one. Your head will spin when you see what's going to happen, the stupidity. But what I like about Elon, you know, Elon's a great cost cutter. And Elon thinks he can cut the costs of our government by $2 trillion. Think of it. That's the entire deficit, you know, because it's now at a level. By the way, we have the biggest deficit we've ever had under this stupid group of people. He thinks he can cut $2 trillion without affecting anybody, just through, and I think he can do that. I do. I believe that. And that's really what he wants to do. He doesn't want to work. He doesn't want to become a secretary of something. I mean, I'd love to have him, to be honest with you, but he doesn't want to. He's doing a couple of other things, you know, like rocket ships. You know, he sends 92% of the rockets that go up are his rockets. Think of that. Russia, China, and us, 92% are him. And he's the only one. I asked him, I said, are you the only one that can do that? He's the only one that can land it like that. And he said it'll be years before they can do it. He's a great guy. He wants to cut the cost. That's what he wants to do. He wants to save the country. He said that if Trump doesn't get elected, the country is finished because, you know, he understands me. And I understand. I got to know him a little bit in the White House, but much more so over the last few months. He endorsed me. He gave me an endorsement that was so beautiful. He said, if Trump doesn't win, I think this country is finished. He's worried about the country. He's worried about it. He thinks he can save $2 trillion, in which case we don't have a deficit. I mean, the whole thing would be $2 trillion a year, by the way, a year. And I will definitely, now, Bobby is great. The only thing I'm a little bit worried about with Bobby, so I want him to work on health. Yes, Bobby. There's nobody like it. I mean, I think he's right with so much of the things he's talking about. Because, you know, we're not a healthy country. If you look at some of the countries in Europe, they're much more healthy than us. We're a rich country. I mean, you know, we got to get rid of a little debt, but that's okay. I've typically been very good at that. I've been very proficient at that. I've had it both ways. I've had a lot of debt and I've had very little debt. And as you get older, having very little debt is much better, believe me. But you know what? He really wants to, with the pesticides and the, you know, all the different things. I said he can do it. He can do anything he wants. He wants to look at the vaccines. He wants everything. I think it's great. I think it's great. The only thing I say to Bobby is leave the liquid gold under our feet alone. We want to have a little gasoline.
Because you know what I'm going to do? We're going to unleash much of that. And we're going to, you know, Germany tried to go all green and they almost destroyed their country. And that was the end of Angela, by the way. That was it for Angela. They went all green. They had windmills all over the place and stopped blowing for a couple of weeks. And that was almost the end of Germany, actually. And I say it jokingly, but I say, Bobby, I love you looking at health. I want you to take care of the women of this country, the men of this country, and the children of this country. You don't have to worry about anybody else. But the one thing you got to do for me, Bobby, is leave what's under my feet, the oil and gas. You leave that to me, Bobby, because we're gonna make so much damn money, and it's clean. It's gonna make it clean. We're gonna make, you know, look, China doesn't have that. That's why China's going electric. If we go electric, we're playing right into their hands. We have oil and gas. They don't. They have things for making the batteries and other things. They're going to make the electric cars. We're not going to be making the electric cars. The problem with the electric cars, and I think they're great in a smaller application, they don't go far, they cost too much, and they're going to be made in China. 3 minor problems, okay? But if you listen to this government, they want to make army tanks electric because they want to invade countries with their army tanks in a very friendly way from the pollution standpoint. The whole thing, you know what you have to do? The batteries are so big, they have a design where the army tank is going in and they have like a wagon, like a child's wagon with these massive These green wars? These people are crazy. No, they want trucks to be all electric. The problem is they don't go far. That's a problem. That's a problem. The trucking industry comes to see me because they think I'm going to win. And they come redet vom Krieg, das gefällt mir nicht. And they're great guys. They've been in like Roger Penske. How good is Roger Penske? The guy's won, but he's in the trucking business too. He's won like 19 Indianapolis 5. Think of how good this guy is. Japan spends billions on coming up with a race car. Germany spends billion. I don't know if they've ever won, maybe 1 or 2. Roger Penske is an incredible guy. He won 19 Indianapolis 500s. It might even be 20. That was 2 years ago. I gave him the Presidential Medal of Freedom because I said he deserves it. After the 19th, I said he deserves it. But the truckers came in to see me. They say, sir, they want us to go all electric and it'll destroy the industry. Why? Because a truck is 2.5 times heavier if it's run by a battery. I said, that's not good. I don't like that. What does that do to the Wasserstoff wird die Zukunft sein. Und es geht halt auch über Elektrik oder Hybridelektrik. Because they're not set for that kind of weight. Gibt es ja schon sehr ausgereift. They don't go far, right? They only go. I said, how many times would you, New York to LA, how many times would you have to stop? 6 times, sir, 6. How many times would you have to stop if you loaded up with diesel fuel? We wouldn't have to stop at all, and we can come back a little bit of a ways, too. I said, that's a problem. They have a lot of problems, right? Another problem is the battery is much bigger than the tanks of diesel. So it would take a lot of their payload out. You know? I said, have you explained this to the government? Yes. What do they say? We don't care. We want all electric. You know, I mean, these are problems that fairly short term are absolutely insurmountable, but the government is pushing them anyway. So we have to bring common sense back to our country. We have to have borders. We have to have fair elections. You know, we shouldn't be worried about how they're stealing in Pennsylvania and we should have fair elections. We should have one-day elections, all paper ballots, voter ID, and we're finished. So I know you've been up, your schedule is, and this is not a talking point, your schedule is beyond belief, and I know you've been working since 6 a.m. this morning. I don't even know what time it is or what time zone we're in. So this is my last question to you. But after almost 10 years of doing this, going around the country speaking to huge audiences, almost a decade, you're 4 days from, that's it. How do you, are you sad about that? How do you feel? So, you know, we have these rallies, and it's nice to have a president that doesn't need a teleprompter. Isn't it really nice? And
Because you can't have successful rallies if you're reading, oh, they were, wah. Everybody would pick up on it. We have we're the greatest rallies. Even look at this crowd, although I would assume they're here for Tucker, mostly Tucker. Look at this crowd of people you have here. This is not a normal, this isn't normal. People too. No, this isn't a normal situation. I mean, what the hell time is it? And you go back, this is a monster building. I don't know how many people you have here, but you also have a lot of people outside. When we were driving up, there were thousands of people outside. So I was making a couple of days ago, and I said something that I've never said. I said, you know, I've been doing this for 9 years, and you've been with me. This is the greatest political movement in history, by far. By far. It's MAGA. It's called Mega. Make Mega. America Great Again. When our I'm going to be nice to him. When our president. MAGA. No, Sagt er, MAGA. when our Make slightly off. America great I mean, look at the way he performed again. in the debate. They should have never taken MAGA. it away from him. Mega, MAGA. It's brilliant. Okay, so, but they knew that a long time ago. Okay, and she knew that too. And our country's in danger. We're dealing with Kim Jong-un. We're dealing with we're dealing, by the way, with unbelievably smart, talented, vicious people that are at the top of their game. And we're dealing with people that, number one, aren't smart. They never were. They never were. She wasn't. She was a bad student. She couldn't pass her damn law exam. Okay? She wasn't smart, and he was definitely not smart. And we're dealing with other people that are at the absolute top of the pole. And we can't do that. That's a great danger. And people should have let us know. But I was talking, and I said, we've been doing this together for 9 years. You know, we love these people. The people are so great. They were sitting, it was like a sea of red, the red hat. And I said, we've been doing this together for 9 years because, you know, a year before I started, in terms of before we won, almost a year anyway. And I said, you know what? It's sad in a way because there's never been rallies like this. When that sleazebag said during the debate, she said, oh, your rallies aren't well attended and people leave. They don't leave, and they're really well intended. We can't get places big enough. And then I said, no, you know, the rallies are the biggest in history. We never haven't, just like this is a part of a rally. We never had an empty seat and nobody leaves early. And you know what? If I saw people leaving, you know what I do? Ladies and gentlemen, we're gonna make America great again. Goodbye, everybody, and everybody would be happy. Nobody would leave, but we don't have to do that. Nobody leaves. It's a love fest. It's never happened before. This has never happened before. He's a big fan of Ronald Reagan, so am I. But if Ronald Reagan, let's say, went to New Mexico like I did today, we probably had 25,000 people standing in an airport early in the morning today. But we have massive crowds. Look, we had 107,000 people in New Jersey. We had 101,000 people in Butler just a few weeks ago, right? We had 114,000 people in California a month ago, right? 114,000. The owner said, the person that has the land, a nice guy, he said, you get bigger crowds than these guys that play guitars, and I don't have a guitar. So it's a love fest. But I said, and I meant it too, I said, you know, we've done this for 9 years, and it's sad. I never thought of it, actually. It'll never happen. It'll never happen again. It's never going to happen again. In 4 years, somebody's going to be running. Could be JD. It could be this one. By the way, he's doing a good job. The best. He's doing a good job, but it could be JD, and he'll have competition no matter what. But when you have a rally, they're going to have 250 or 300 people. If Ronald Reagan came back from the dead at the height of Ronald Reagan, if he went to California to have a rally, he'd have 250, 300 people in a ballroom someplace. We have 50, 60, 70, 80, 100,000 people.
And in all fairness, we're late. I don't know. I have no idea. I've been doing this all day. I have no idea what time it is. But I know it's not exactly prime time for doing this stuff. And you look up into the rafters of this massive building, and you don't have. There's no empty seat. There's no anything. It's. By the way, it's. And for whatever reason, I can't explain the reason, but it'll never happen again. And there'll be somebody running, and he'll be the hot one next year. And he'll come here, and he'll go there, and he'll have 200-300 people. That's what it's going to be. My consultants was telling me that. Said, we've consulted for 25 years. If we'd have 300 people, we were thrilled. If we'd have 200 people, we were thrilled. And you have like 30, 40, 50, 60. In South Carolina, we had 88,000 people. In Alabama, we had 68,000 people. It's an amazing phenomenon. And I'm not giving myself, it's just, I'm giving you the credit. You're tired of being the stupid country. We've become a stupid country. We were run by stupid people, and you're tired of it. So I said to myself the other day, Tucker, it's sad. I was telling the people, because it'll never happen again. This is never going to happen again. I don't care. I just don't believe it. It's never happened in any country. When Biden got up with the red background, the pink background, and he looked like the devil, he looked so stupid. And he said, we will stop MAGA. MAGA, we're going to... I said, listen, stupid bastard. MAGA, Stupid. I think if you asked him what does it mean, he doesn't know. MAGA means make America great again. That's what MAGA means. So, for the first time, I never said it to anybody, I never thought about it that much, but all of a sudden, it was down to like maybe 10 or 8 or 9 days, a few days ago, right? I said, you know, in 10 days, Stupid bastard. because Oh, I'm man. again, and you're going to lose interest. We're going to meet, but we're going to meet on a different basis. We're going to meet on the basis of fixing our country, and we'll meet, but it'll be different than having rallies and having, you know, things where you have elections and all. It's never going to be what we've done together. We got to win, first of all, but we are leading. Just keep the cheating down. The only thing can stop us is the cheating. It's the only thing that can stop us. If we win, it's the biggest event in political history. It's the biggest event in political history. And there's something, and it's going to be the most important. I believe that the next election is the most important election in the history of the country. I really believe that. The one that's coming up in 4 days. But I said to myself, it's sad. I told the people. Some people were in the road, they're crying. They go, we have people that have gone to 200 and 250 rallies. We have the beautiful ladies of North Carolina. We have the front row Joes. I mean, we have people that have gone to hundreds of rallies. I said, this will never happen again. I don't believe it. I don't think it'll ever happen again. And we'll get together, but it'll be different. We're going to get together, and we're going to make America great again. We're going to fix our country. We're going to have strong borders, and we're going to have fair elections, and hopefully we'll get a fair press eventually, because that's a very important element. You need a fair press. He and I understand the press because you give them a story, you know exactly everything that happened, and they'll write it the opposite, like the exact opposite. To actually believe you, it's hard to believe. That's the other thing, you wonder. 180 Grad. So bad, and they've lost such credibility. You know, when I first came to politics, the news, the press, had a 92% approval rating. Yesterday, it hit 14%. And I'm actually very proud of that, because I've exposed them for being a total fraud. They're a fraud. But hopefully they won't be a fraud for long. Hopefully that'll straighten out, because that's a very important, the press, a free press, a real press, is a very important part of greatness, of making a country great. They're almost like, they're glue that keeps it together, but they're also like, in a way, a police force that keeps it honest. But they're so dishonest that they have no credibility. Think of it, 60 Minutes. So wichtig, was sagt. Mega. And you know, I brought a lawsuit on this today. You saw that. 60 Minutes, because it's so wrong.
She gives an answer that only a moron would give. You can give bad answers, but this was an answer that a person who is not a smart person, a person who got the lowest score, perhaps in the history of the bar exams, okay? You know, she failed the bar exam, okay? But this is a person, this is a very low IQ individual. This is the answer of a very low IQ individual. And by the way, I think everybody that runs for president or vice president should have cognitive tests. They should have testing because, you know, and I don't mean by age, because, you know, some of the greatest leaders in the world were in their 80s, in the 80 period, because there is an experience thing and other things. Some of the greatest leaders in history, you look back, and I know many people that are in their 80s that are, I know one person from 80 to 90 made billions of dollars, and he was a failure for his whole life. And you know him, I'll tell you who it is later. But he was a failure for his whole life. But I said to myself, it's sad that in a way, this whole great thing that we've built is never going to happen again. But what is going to happen again is we're going to turn our country around, we're going to make it great, and we're going to be so proud of ourselves because we have to save our country. Our country is going bad. Oh my God. Nation. We are, as I say, we are a nation in decline. We are a nation. Ich war so stolz, wirklich. Ich wäre richtig stolz, Stupid people have done. They've allowed Russia. wenn ich so einen Mann in Deutschland an der Macht sehen würde. Da wäre ich stolz drauf. This is impossible to think. When I was a young guy, I always loved the whole thing, the concept of the history and all of the things that can happen. The one thing, and I had a professor at the Wharton School of Finance, but we had history classes also. He said, the one thing you never want to happen is you never want Russia and China uniting. We united them because of the oil. We united them. Biden united them. It's a shame. The stupidity of what they've done. Well, I'm going to have to ununite them, and I think I can do that too. I have to ununite them. But early on, I've read, and you've learned, you never want Russia and they're natural enemies because Russia has massive land and China needs it. Okay? They need that land. China doesn't have the land for the population. Russia has, if you ever look at the size of the Russian landmass, it's like 4 times or 5 times. Doesn't it have like 12 time zones or something? It's massive. They're a natural enemy, and we've allowed them to get together. It's such a dangerous thing. Another thing that we're doing is we're losing the dollar as the standard because of these people that are so, if we lose the dollar as the standard, that's like losing a war, and it'll never happen with me. There's no way that will happen with me. We got to put it back together. We cannot, that is like losing a war. So we're going to get together, and hopefully we'll get together a lot, but we're going to get together, and I think it's going to be Es wird ein harter Kampf für ihn, sage ich ganz ehrlich, wie es ist. the greatest country in the world again. You're going to be very proud of all these rallies that we had. And I just want to thank you for being here so late in the evening. I've been doing this all day, and this guy is fantastic. President Donald J. Trump, ladies and gentlemen, thank you. Ja, da hat er was vor, der Kerl. Also, was er jetzt gerade am Schluss gesagt hat, fand ich jetzt nicht so geil, dass er die auseinanderbringen möchte. Es sind ja die BRICS-Staaten gegründet worden. Und diese BRICS-Staaten
die haben ja angekündigt, sie wollen raus aus dem Dollarsystem mit einer eigenen Währung oder einer Währungsreform, die ihre Währungen, die sie benutzen, dann genauso gleichsetzen wie den Dollar, so ähnlich. Also genau weiß ich es nicht, aber so wollen sie es machen. Und dass die Währungen wieder den Goldstandard bekommen. Also alle Währungen, die in diesem BRICS drin sind, sollen dieses Goldstandard wieder wie früher haben, wie der Dollar hat. Der Dollar war ja früher durch den Nixon ja vom Goldstandard getrennt worden, weil er pleite war sozusagen, wo er gegen die Thailänder, nee, nicht Thailänder, gegen Vietnam, diesen Vietnamkrieg da verloren hat oder ja, denen also die Kohle ausging, hat er den Goldstandard praktisch abgeschafft. Die Leute, die nicht wissen, was Goldstandard heißt, die damals waren die Banken und das Geld an das Goldmenge, die hinterlegt worden sind, geknüpft. Und es war verboten, praktisch nicht einfach eine Geldausweitung zu machen, wenn kein Gold da ist. Also das Gold musste da sein, dass Geld wieder ausgeschöpft wurde oder ausbezahlt worden ist. Und das ist ja dann abgeschafft worden. Somit konnten die unendlich viel Geld praktisch fabrizieren und irgendwelche Staatsanleihen dann und Wertpapiere drucken und verkaufen. Ja. Also ich glaube, China hält von USA keine Ahnung, wie viel Staatsanleihen, wie viel Prozent. Ich glaube, halb USA gehört eigentlich der Chinesen. Ne? Und die haben jetzt auch die letzten Jahre angefangen, diese Staatsanleihen zu verkaufen. Deswegen ist auch der Dollar unter so Druck geraten, dass er so inflationär ist. Genauso der Euro. Und dann hat Amerika oder die USA dann auch, glaube ich, sogar verboten, dass große Mengen an Staatsanleihen verkauft werden dürfen. Also was für eine Diktatur im Grunde ist mit diesem Petrodollar-System. Ne? Das ist unfassbar eigentlich. Das ist eine Unterjochung, eine Versklavung von der ganzen Weltwirtschaft, dass wir den scheiß Dollar nehmen müssen. Ne? Und das hat der Russe jetzt ja aufgehört zu machen seit 2, 3 Jahren. Seit dieser Krieg begonnen hat. Und zack, ist ihm seine Währung extrem stark geworden, weil sie diesen scheiß Dollar nicht nehmen. Und wenn das alle Länder der Welt machen würden und den Goldstandard wieder einführen würden, Alter, dann wird der Dollar sowas von ins Bodenlose stürzen, der wird abstürzen wie sonst was. Wie ein verfickter Käsekuchen, so einfach runterfallen, kaputt. Und das ist klar, dass der Trump das nicht will. Deswegen wird er schauen, dass es da entweder Alternativen gibt. Er redet ja auch viel vom Bitcoin. Ich hoffe sehr, dass er Bitcoin freundlich und Bitcoin als seine Reserve ansieht. Weil wenn USA praktisch mit dem Dollarsystem Bitcoin annimmt, also als Sicherheit, dann ist es eine unheimliche Stärkung von Bitcoin. Und das Bitcoin-Netzwerk wird ja weltweit schon, also von allen, die das wissen, was das ist, anerkannt, was das sein soll. Und die Technik ist für die neue Zeit eines der besten Technologien, die wir nutzen können. Gerade in Sicherheit, gerade wenn es um Demokratie geht. Da werden einzigartige Schlüssel generiert. Diese Schlüssel kriegt jeder Bürger einen zugeschrieben. Das ist praktisch nur einfach verfügbar. Und der ist in der Blockchain drin geschrieben. Deine Informationen sind da drin und du kannst mit deinem Schlüssel abstimmen. Und somit ist diese Stimme dann auch bestätigt worden. Das ist eine öffentliche Blockchain. Kann jeder rein, kann jetzt jeder überprüfen, ob das auch stimmt, ob das zertifiziert wurde und. Von dem her ist diese Technologie eigentlich das, was wir eigentlich alles hier in der demokratischen Welt brauchen. Eine Blockchain-Technologie mit Abstimmung.
Und das ist auf dem Bitcoin sogar möglich. Ja? Es ist möglich, Informationen reinzuschreiben, ja hier, ID, Wallet, was weiß ich, keine Ahnung, egal. Kannst du ja dann eine Nebenchain-Verknüpfung machen und dann diese Informationen da reinspeichern. Und das dann alles noch irgendwie mit öffentlichen Netzwerken verknüpft, auf jedes Telefon da so eine App installieren mit deiner Zertifizierung, dass das alles verknüpft und ein Netzwerk praktisch gibt, dass es nicht so einfach, sage ich mal, gehackt wird. Genauso wie es ein Bitcoin-Netzwerk, so auf die Art. Dass jedes Gerät zählt und jedes Gerät praktisch gleichzeitig gehackt werden müsste, um da irgendwas zu verändern in der Blockchain. Naja, ist eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit. Ne? Und wenn du das ausweitest auf die ganze Welt, ja, mega. Ja, gar nicht. Ich träume schon wieder von meiner neuen Welt, was da kommt. Und ich hoffe so sehr, dass das Wahrheit wird. Ja, mega. Ja, so mega. Ja, Mann, dann gibt es wieder rechts vor links. Schauen wir mal hier noch rein. Was die hier sagen. Alles gerade ein bisschen geblockt hier, ne? Streams. Ne? Christopher Cavoli, der oberste NATO-Chef jetzt, glaube ich, ja, also der höchste Vertreter, der hat auch dieselben Dokumente bekommen. Also es gibt auf jeden Fall dort Bewegungen, seit das passiert ist. Und jetzt bekommt er den wahrscheinlich, Richard Grenell war einst Botschafter in Deutschland und könnte nun US-Außenminister werden. Das wäre natürlich ein Riesenknüller, wenn das jetzt dann halt auch an diese Stelle kommt. Die Inauguration von Trump, die dauert ja jetzt ja noch ein paar Tage. Am 20. Januar ist es soweit und dann wird auch wahrscheinlich seine Regierungsmannschaft stehen. Und da sind ja einige Hochkaräter dabei, die halt ordentlich von der deutschen Regierung und all ihren Anhängern kräftig beleidigt worden sind in den letzten Monaten und deswegen natürlich ordentlich da gibt es einiges aufzuklären und drüber zu reden. Und ich glaube, dass Richard Grenell auf dem Außenministerposten eine Top-Besetzung. Er weiß auch ganz genau Bescheid. Der war der Chef von 17 Geheimdiensten zu der Zeit von Trump damals. Also der ist top informiert und die wird man auch nicht die Butter vom Brot klauen. Und es gibt halt noch ein paar andere Sachen, die da drin geschrieben worden sind in dem Artikel. Er wird ja auch bezeichnet als diplomatischer Bulldozer. Der hatte, glaube ich, auch den Kosovo und Serbien, wenn mich nicht alles täuscht, dazu gebracht, mit dem diplomatischen Zug ihre Botschaft nach Jerusalem zu verlegen. In diesem Zug damals bin ich mir nicht mehr ganz so genau sicher. Ne? Bin mal gespannt, wie das jetzt aus sich rauskommt, wie das ausgespielt wird. Also wir sind da ganz optimistisch, dass da viele, viele Wahrheiten auch rauskommen über das, was wirklich gelaufen ist, auch mit Nord Stream und so weiter. Also ich glaube, da wird der Olaf nicht gut bei rauskommen aus dem Ding. Auf jeden Fall noch andere Ja, Mann, das wird hässlich für die ganzen Motherfucker. Soll hier zum CIA-Direktor werden. Laut CNN fällt sein Name für einen Posten der nationalen Sicherheit. Radcliffe war unter Trump von 20 bis 21 Geheimdienstkoordinator und im Verteidigungsteam, als gegen Trump das erste Amtsenthebungsverfahren lief. Auch interessant, dass er jetzt da nun hinkommt. Dann Kennedy ja sowieso mit diesem mit dieser Gesundheitsminister. Das hat ihm der Trump ja schon gesagt und der hat ja auch gegen die Impfung, da war er auch in Berlin, wer sich daran erinnern kann, hat dort eine Rede gehalten über die Impfung, diese ganze Pandemie-Geschichte, was dort gelaufen ist. Und wenn der jetzt dort Gesundheitsminister wird, dann wird es ja dann auch diesen Leuten, die da dieses Verbrechen gegen die Menschlichkeit begonnen haben, auch tatsächlich auch mal in den Kragen gehen. Elon Musk will auch Teil dieser ganzen Geschichte sein. Er hat ja Ministerium für Regierungseffizienz, möchte er gerne haben, wo man halt diesen ganzen linken Kram mit Gender und
alles, was man da von staatlicher Seite mit Steuergeldern unterstützt hat, diesen linkswoken Unsinn, dass das halt alles wegkommt, ja, und dadurch natürlich die Regierung und die Ministerien viel, viel schlanker werden. Das wäre bei uns ja auch cool. Ich meine, wir haben ja das höchste Steueraufkommen und wenn man den Leuten mal da den Zugang auf diese Steuern entzieht, dann kriegen wir auch eine ganz schlanke Regierung hin. Ist vielleicht auch gar nicht mal so schlecht, wenn die Ampel jetzt weg ist, dass man da vielleicht mal rankommt und das Ganze macht. Mike Pompeo wird sicherlich auch wieder eine Rolle spielen. Und es gibt halt, wie gesagt, einiges, was sich dort zusammengesetzt, jetzt schon zusammensetzt, kann man schon absehen. Das wird sicherlich extrem spannend und damit wird die deutsche Regierung überhaupt nicht klarkommen. Vielleicht ist das auch ein Grund dessen, warum dieser tiefe Staat von Amerika, nämlich unsere Regierung, ja, dann tatsächlich auch zusammenbricht. Das hatte der Robert Habeck in einem Statement heute auch gesagt, dass man dieses Zusammenbrechen dieser Ampel tatsächlich mit dem Gewinn der Wahl von Donald Trump in Verbindung bringt, dass das halt gleich zu Streit geführt hat, wie es da nur weitergeht, wenn der da ist. Und war dann gleich Ende. Marco Buschmann, Justizminister, Selbststimmungsgesetz, Sodom und Gomorra, all diesen ganzen Schwachsinn, den diese Leute als Gesetz über die Menschen da gezogen haben. Ja, ihm war es eine Ehre und ein Privileg, Bundesminister der Justiz sein zu dürfen. Recht und Freiheit waren und bleiben die Leitprinzipien meines politischen Lebens aus der Sekte FDP. Ich werde meine politische Arbeit als Mitglied des Deutschen Bundestags mit ganzer Kraft fortsetzen. Für die anstehenden Neuwahlen werde ich mich bei meiner Partei, also bei meiner Sekte und den Wählerinnen und Wählern erneut um ein Mandat bewerben. Na klar, die Steuertröpfe, die dort sind, wo man gutes Geld verdienen kann, die sind natürlich interessant. Deutschland braucht eine starke liberale Kraft, die für Freiheit, Grundrechte, Fortschritt und ökonomische Vernunft steht. Und das sind die Freien Demokraten. Ja, warum sind wir dann in dieser Situation? Die sind halt keine einzige Partei von diesen Parteien wird jemals dann irgendwas verbessern. Also auch nicht die AfD. So, und dann haben wir hier Christian Lindner. Die Menschen haben Angst um ihre wirtschaftliche Zukunft, aber es hat sich gezeigt, dass die Dramatik der Situation nicht von allen gleichermaßen gesehen wird. Die Bürger können nun selbst beurteilen, wer den Mut hatte, den Menschen wieder eine echte Perspektive zu geben. Ich meine, überleg mal, ja, also wir hatten 16 Jahre Kohl. So, da hat es doch schon von einer Krise in die nächste gekriselt. Das ging aber noch, das war vielleicht noch zu teilen. Da haben wir 16 Jahre Merkel. So, und das hat ja auch nur gekriselt, von Krise zu Krise. Also es war eine Flatrate für Krisen, ja, die wir hier hatten. Und jetzt kommen die hier an und sagen, ja, wer wollte denn die haben Jahrzehnte Zeit gehabt, Perspektiven zu schaffen, echte, auch an den Wurzeln der Probleme ranzugehen. Wollten sie alle nicht. Ja, haben sie nicht gemacht. Total unglaubwürdig. Jeder einzelne von diesen Parteien im Bundestag wird nicht ein einziges Mal, werden die mit irgendeiner Perspektive um die Ecke kommen. Sie werden weiter Schulden aufhäufen. Sie werden weiter ihren ideologischen Krimskrams den Leuten aufdrücken und wie kriminelle Vereinigungen nun mal agieren, werden sie auch dann weiter ihre Verbrechen, wie zum Beispiel die Maskendeals und so weiter, was da gelaufen ist, unter den Tisch kehren, werden nach außen immer wieder klingeln lassen. Ja, wir brauchen jetzt einen Untersuchungsausschuss, der die ganze Corona-Geschichte aufarbeitet. Ja, kontrolliertes Aufarbeiten nenne ich das, ja, weil wenn es jetzt wirklich ans richtig Recht rangehen würde, dann wären die meisten von denen würden im Knast sein. Dann haben wir Friedrich Merz. Ja, wir sind entschlossen, nicht nur Verantwortung zu übernehmen, sondern dieses Land besser zu regieren, dieses Land nach vorn zu bringen. Dabei brauchen wir Ihre Hilfe. Wieder dieses Bla bla. Ja, Merkel hat 16 Jahre CDU, haben wir alles erlebt mit der SPD. Denkt an die 2015, an die Grenzöffnung, ja, seitdem man diese größte Migrationskrise in der Geschichte der Bundesrepublik hat die CDU ja im Grunde genommen mit zu verantworten. Und sie kommen halt immer wieder für die Probleme, die sie erschaffen, kommen sie immer selber mit einer Lösung her, die nicht funktioniert. Ja, also man versucht irgendwas zu kitten und wird dann nach und nach auch langfristig von den eigenen Problemen erschlagen. Und sie werden halt immer unglaubwürdiger mit dem, was sie sagen und was sie tun, weil die Realität sieht völlig anders aus als das, was sie versprechen. Ja, also lasst euch von diesen Leuten nicht
verwirren. Schon erst recht, wenn jetzt solche Leute wie Cem Özdemir, der jetzt Landwirtschaftsminister war und der genauso wenig Ahnung von Landwirtschaft hat, jetzt soll der zu dem, was soll er jetzt mal sein, so ein Übergangstyp für im BMF, also Bundesministerium für Forschung und Bildung oder sowas ist das, glaube ich. Ich meine, überleg mal, Alter, was das ist. Das ist der Typ, der zu irgendwelchen Passanten mal gesagt hat, dass sie die Fresse halten sollen, weil hier das ist Deutschland und so So weiter. ein Die kommen Motherfucker, immer Alter. so rum mit den, ja, erzählen euch was von den besten Absichten, die sie haben, so, aber wenn du unterm Strich guckst, die haben wirklich von nichts Ahnung, das sind wirklich Amateure und die können auch nicht mit Geld umgehen, ja, aber sie sind halt wirklich, aus meiner Sicht ist das so ein parasitäres System, wo diese Leute aufgebaut haben und dort ja, die Menschen aussaugen, ja, und ihre Lebenszeit stehlen beziehungsweise ihre Leben organisieren wollen, aber dabei vollkommen versagen. Also ich hoffe, dass es halt tatsächlich jetzt mit diesem Bruch der Ampel, dass es endlich damit mal endet und die Menschen auch nur mal sagen, nee, ich habe jetzt keine Lust mehr, Cholera zu wählen oder Krebs oder die Pest oder sonst irgendwas, sondern ich behalte meine Stimme und bleibe lieber gesund, anstatt diesem Krankensystem noch weiter eine Legitimation zu erteilen. Das ist ja wirklich schrecklich, dass das überhaupt so lange gehalten hat. Ich meine, ziehst du einen Strich drunter, was hast du? Einen riesigen, großen Haufen Schulden. Hier ist das nochmal drin, das beendet noch nicht mal irgendwie ein Tweet hier oder was. Also, nächste Dings, da ist er. Ja, der Olaf, Kooperation und Kompromisse haben Deutschland stark gemacht und zeichnen uns aus. Daran arbeite ich weiter. Kompromisse, wie hat Ulf immer gesagt, ein Kompromiss ist immer eine Lüge. Und das ist genau richtig. Es gibt nämlich dann kein Ja und kein Nein, sondern irgendein Kuddelmuddel da drin. Ja, Leute dann irgendwie ja, zusammenzustopfen unter eine Idee, um irgendwie ja, das so halbwegs hinzubekommen. Das ist halt genau das, was hier diese Sozen überhaupt nicht äh, bieten können und halt auch in dem, was sie immer wieder sagen, diese politischen Phrasen des Sozialismus, ja, zusammenhalten, unterhaken, jetzt erst recht, nach vorne, vorwärts immer und rückwärts nimmer. Ja, all die Dinger haben wir schon aus der deutschen demokratischen DDR damals, die Republik. Ja, 40 Jahre haben man sich diese Phrasen angehört und jeder, der nicht mitmacht, der wird halt in alle möglichen rechtsradikalen oder rechtsextremen Ecken gestellt, so dass man die halt gesellschaftlich ausgrenzt, was hingeht bis zum Kinder wegnehmen, Familien zerstören, Businesses zerstören und so weiter, wenn du halt keine Lust auf diesen sozialistischen Einheitsbrei hast. Elon sagt es ganz klar, Elon Musk, Olaf ist da, meint natürlich halt wirklich unseren Superkanzler. Hier antwortet hier auf einen Tweet von Peter Sweden. Huge News, also große Neuigkeiten. The German Socialist government has collapsed and there are now talks about a snap election, also eine frühere Wahl. Ja, also jetzt wird es genau das System, was eigentlich ja diesen ganzen Schwachsinn verursacht hat, versucht jetzt natürlich eine Neuwahl zu machen und euch dann wieder irgendwie was hinzuwerfen, solange das Reichskonkordat nicht abgestellt wird und solange der Papst dort an der Macht ist, so wie er dort ist, gibt es keine Veränderung, ganz egal, welche Farbkombination wir uns da angeblich zusammenwählen. Es kann innerhalb dieses Systems gibt es halt keine Rettung, sage ich mal, sondern nur weitere Probleme und ja, da müssen wir eigentlich raus. Ne? Die wahre Freiheit, Wohlstand, Frieden, all das, was man sich als normal denkender Mensch, mit der 1 plus 1 zusammenzählen kann, wünscht, ja, das gibt es halt nur außerhalb dieser Pseudodemokratie, außerhalb dieser Sekten, ja, dieser Sektenorganisationen, die das jetzt momentan den Bundestag, der dem deutschen Volk gewidmet ist, besetzt halten. Dann die Bundeswahlleiterin sagt es auch nochmal, eine im Falle der Auflösung des Bundestages stattfindende Neuwahl bedarf in Bund, Ländern und Kommunen einer angemessenen Vorbereitung. Die Sicherstellung der ordnungsgemäßen Durchführung der Wahl ist für die Bundeswahlleiterin und alle Wahlorgane dabei von größter Bedeutung. Ne? Also man versucht hier schon wieder die Weichen zu stellen für die nächste große Verarsche, die dort läuft. Also da spielen so viele Dinge rein, historische Dinge,
die Nachkriegszeit, es gibt kein richtiges Ende des Zweiten Weltkrieges, das, was aufgebaut worden ist, ist nun mal halt eine Nachkriegsordnung und so weiter. Und diese Bundesrepublik, so wie sie ist mit ihrer Konstruktion, die hält ja diese Nachkriegsordnung auch noch aufwärts oder aufrecht. Ja? Und man versucht das halt immer noch, aber irgendwann kannst du es halt einfach nicht mehr durchdrücken. Und ich glaube, an diesem Punkt sind wir jetzt halt auch angekommen. Das Auswärtige Amt, also Annalena, mal wieder in Schwarz, ja, hat hier natürlich auch noch ihr Statement wieder rausgegeben. Wir sind in einer neuen Phase des Regierens. Man könnte fast sagen, dass hier die Macht an sich gerissen wird, um halt diktatorisch vielleicht sogar weiterzumachen. Genau deswegen sind die klaren Botschaften an unsere Partner nach den US-Wahlen wichtiger denn je. Es geht um unsere Freiheit und unseren Frieden, um die Verantwortung, die jeder Einzelne in diesem Haus ab heute trägt. Ja, also von was für einem Frieden reden wir denn? Also ich meine, spätestens seit 2014 rumst es doch ordentlich in der Ukraine. Von was für einem Frieden reden wir denn? Die ganze Zeit sind bedrohliche Angstszenarien aufgebaut. Der Russe kommt, ja, also was für ein Frieden. Ich habe unter Frieden eine ganz andere Vorstellung, anstatt als diese ganzen Komiker, die dort in diesem Haus ihr Stell dich eingeben. Und hier für uns ist klar, Deutschland wird für die künftige amerikanische Regierung ein starker, verlässlicher Verbündeter bleiben, ein Partner und ein Freund. Das ist unser Angebot. Ja, der Freund, der bei uns natürlich hier immer noch, an dem wir noch die Besatzung bezahlen müssen. Das sind ja tolle Freunde. Und gerade jetzt in einer Zeit, in der Autokratien in einem globalen Systemwettbewerb mit Demokratien um Macht ringen, ist die transatlantische Partnerschaft so wichtig. In dieser stürmischen Zeit geht es nicht um Prosa, sondern ums Handeln. Ja, ich würde auch mal handeln an deiner Stelle, Annalena, und vielleicht mal die Rücktritt-Taste drücken. Vielleicht ja, machst du mal Platz. Alter, die werden bis wahrscheinlich, bevor sie abgeschleppt werden, noch an diesem Ding festhalten. Annalena hat ja dann auch diverse, ja, sagen wir mal, diplomatische Fauxpas hinter sich gebracht in der ganzen Zeit jetzt. Und ja, irgendwann reicht es dann auch. Ne? So, dann haben wir jetzt hier den Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz. Das ist jetzt ein ganz aktuelles Statement. Das habe ich mir vorhin mal runtergeladen. Ich spiele das mal ein und dann sehen wir uns gleich nochmal wieder. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, es ist der Tag danach, der Tag nach einem Tag, der sicherlich vielen Menschen in Deutschland den Schreck hat in die Glieder fahren lassen. Es begann mit der Wahl von Donald Trump zum amerikanischen Präsidenten. Schon da gab es besorgte Fragen, besorgte Gespräche, vielleicht sogar Angst vor dem, was jetzt als nächstes passieren wird. Und er endete dann mit dem Bruch der Ampelregierung an dem Abend. Es ist ein vermeidbarer Bruch gewesen, so will ich wiederholen, gleichwohl einer, der jetzt erfolgt ist. Vermeidbar ist er auch gewesen, weil es verschiedene Optionen gab, die auf dem Tisch waren, zu einer Lösung bei der Schließung der Haushaltslücke zu kommen. Verschiedene Optionen heißt, da war Varianz, und hätte man sich einigen wollen, dann hätte man sich auch einigen können, auch ohne Inanspruchnahme der Notlage bzw. des Überschreitungsbeschlusses. Es gab Vorschläge aus meinem Ministerium, von mir selbst unterbreitet, wie man die Haushaltslücke hätte ohne weitere Kreditaufnahmen. Nun, das ist jetzt passiert und deswegen sollte man auch nicht zu lange und zu tief und zu viel zurückschauen. Natürlich war die Zeit der Ampelregierung eine schwierige in schwierigen Zeiten und jeder hat mitbekommen, dass wir uns das Leben mitunter auch nicht leicht gemacht haben. Aber man sollte jetzt nicht nachträglich die ja nicht minder herausfordernde Gegenwart noch schwieriger machen, indem man zu lange über die Geschichte der Ampel redet, beziehungsweise die Debatten der Vergangenheit wiederholt oder nachzeichnet oder nachspielt. Ich will an der Stelle meinem Kollegen Volker Wissing einmal persönliche Anerkennung zollen. Ich weiß gar nicht, ob er sich darüber freut und ob das Lob aus falschem Munde ist, aber wir sind ja in einer Zeit, wo Menschen auch mal zu Menschen reden müssen. Ich kann mir vorstellen, dass das schwierige persönliche Entscheidungen sind. Volker Wissing war lange FDP-Generalsekretär. Ich kenne ihn aus vielen Jahren gemeinsamer Zeit schon auf der Landesebene. Und mich beeindruckt es, dass er das Amtsverständnis, seine innere Haltung jetzt
vor die Partei stellt. Also ich freue mich darüber, mit Volker Wissing weiter in dieser Übergangszeit im Kabinett vertrauensvoll zusammenarbeiten zu können. Für die Bürgerinnen und Bürger möchte ich sagen, dass wir keine geschäftsführende Regierung sind. Wir sind im Amt. Wir können Entscheidungen treffen und wir werden weiter Entscheidungen treffen. Und ich kann das für mich sagen und für die Kolleginnen und Kollegen meiner Partei und für die Leute in diesem Haus. Wir werden dieses Amt mit vollem Pflichtbewusstsein ausüben. Das heißt, selbstverständlich wird das Kabinett weiter Gesetze auf den Weg bringen. Wir wissen natürlich, dass wir keine eigene Mehrheit mehr im Bundestag haben. Aber zur Pflicht des Ministeramtes gehört es eben auch, die Dinge nicht einfach jetzt liegen zu lassen oder gleich in den Wahlkampfmodus umzustellen. Wir sind auf internationaler Ebene die Regierung Deutschlands. Wir werden bei der Diplomatie auf der europäischen Ebene, bei den europäischen Räten, bei den G7 oder G20-Veranstaltungen für Deutschland bzw. für Europa die deutsche Stimme einbringen und unsere Position für Freiheit und Frieden in Europa, für den Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen, des Klimas und der Biodiversität, für Ausgleich und Zusammenhalt und gegen Hass und Populismus einsetzen und die entsprechenden Regeln auch mit begleiten und konstruktiv begleiten. Ich möchte sagen, dass der Tag gestern aus meiner Sicht über die politische Debatte des Alltags hinaus weist. Wir haben gesehen, dass es nicht mehr reicht, eine Mehrheit zu haben, eine parlamentarische Mehrheit zu haben, um eine gesellschaftliche Mehrheit oder eine positive gesellschaftliche sein, um daraus abzuleiten, dass es nach einer nächsten Wahl nicht automatisch leichter werden wird. Die gescheiterte Regierungsbildung in Sachsen ist ein weiterer Beleg dafür, dass wir uns insgesamt fragen müssen, wie wir im politischen Raum, im Raum der eingeübten Parteiendemokratie mit dieser Situation umgehen. Ich möchte es so zusammenfassen. Die Aufgaben werden nicht einfacher werden, weder in der Gegenwart noch in der erwartbaren Zukunft, sondern und speziell für Deutschland herausfordernder werden. Wir können deswegen den demokratischen Raum nicht immer enger werden lassen. Und das, glaube ich, ist die Hauptaufgabe, auch die gedankliche Aufgabe, die über den Tag gestern hinausgeht. Wie schaffen wir es, mehrheitsfähig zu sein, nicht nur im politischen Abstimmungsprozess, sondern in gesellschaftlicher Verantwortung? Vielen Dank. Ja, da muss man erstmal durchatmen bei dem, was dort gesagt worden ist. Wie gesagt, er hat es halt selber schon ein bisschen zugegeben. Ne? Die Wahl von Donald Trump hat da gleich erstmal kräftig da reingehauen in diese Regierung und hat das ganze Ding zu Fall gebracht. Jetzt ist die Ampel aus. Wie der Name der Sendung sagt, dann gilt das Recht eigentlich vor links. Also alles, was Recht ist, was gerecht ist, ja, sollte halt vor diesen linken Ideologien jetzt stehen und kommen. Und ich kann halt, wie gesagt, nochmal nur auffordern, behaltet eure Stimme. Im besten Fall geht ihr auf zion577.com und macht dort eine Lebendmeldung. Meldet euch als lebendigen Menschen an und geht nicht für den Analphabet hin und schmeißt wieder euer Kreuz auch bei der nächsten Wahl, was man euch da vorhalten will, hin und legitimiert diesen ganzen Unsinn, der da läuft, diese ganzen, die halt gegen so viele Gesetze verstoßen, legitimiert das nicht noch weiter. Keine Ahnung, ob ich da jetzt... Denkt nach, macht eine Tschuwa, also eine Umkehr und steckt dort nicht mehr eure Energie rein. Je mehr Leute sich dafür entscheiden, da Nein zu sagen, desto mehr Leute, desto näher kommen wir auch wirklich an einen echten Frieden, auch wieder an einen richtigen Wohlstand, auch mal ein vernünftiges Finanzsystem auf den Weg zu bringen, mit Gold und Silber, Keine Ahnung. echtem Geld. Also ich weiß jetzt nicht, ob ich hier... Ja,
Machen wir hier den Stream aus. Ich wünsche euch alles Gute, bleibt gesund, bleibt lieb, passt auf euch auf. Bis morgen oder so. Ja, schauen wir mal. Ciao.